Hallo, hallo, hallo. Diesmal haben wir es geschafft, perfekt auf das Ende der Musik hier rauszukommen, um Punkt 16 Uhr. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich hoffe, ihr seht mich gut. Ich brauche einmal wieder Thumbs up, Thumbs down fürs Setup, weil wir sind ja hier alle blutige Anfänger, um zu gucken, dass alles so tut, wie es soll. Ich habe meinen Parkett-Hoodie an, wie es sich gehört. Es wird nämlich echt kalt hier in Hamburg, deswegen kann ich das jetzt endlich tun und das Parkett-Hoodie die ganze Zeit anhaben. Moin Markus, Raoul, Kai, ich sehe einige. Dan konnte nicht warten, schon ganz am Anfang. Hammer. Wir haben einiges, über das wir heute sprechen wollen. Kurz, wie immer, kleiner Friday Fireside Überblick für alle, die neu sind. Mein Name ist Sumit, ich bin Gründer von Parkett, Portfolio-Tracking-Tool. Ich nehme an, das wissen alle Zuschauer, die mit einschalten. Und Friday Fireside ist so unser zweiwöchentliches Format, in dem wir so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Woran arbeiten wir? Kleine Sneak Peeks, was kommt als nächstes? Wir beantworten Fragen hier im Chat und aus der Community. Wir schauen uns Portfolios an, wir schauen uns eins meiner Portfolios an, das ich jedes Mal zeige, wie sich so entwickelt. Relativ langweiliges Portfolio. Ab und zu sprechen wir über den Markt, ab und zu haben wir tolle Gäste dabei. Und. Das ist so ein kleines Ritual mittlerweile, was wir eingebürgert haben. Und mir persönlich macht es mega Spaß, weil ich einfach ganz direkt mit einigen unserer User und Leute, die daran interessiert sind, sprechen kann, hier über den Chat und so ein bisschen zeigen kann oder das Parkett-Team und alles, was dahinter so vorgeht, ein bisschen näher bringen kann. So, Autofokus spinnt ab und an. Das überlasse ich jetzt meiner Kamera. Ansonsten sieht alles gut aus. Wunderbar. Dann geht's los. Ich gucke mal auf meine Agenda und ich teile schon mal meinen Screen. Wir haben hier den Parkett YouTube-Channel. Falls ihr dieses Format schon kennt und es euch gefällt, ihr wisst, wie es läuft. Der Like-Button hilft und der Subscribe-Button hilft. Der hilft euch, der hilft uns. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die juicy Details. Das, was sich extrem viele Leute wünschen. Lasst mich das mal kurz aufrufen, damit wir auch sehen, wie viele. Dann fangen wir nämlich direkt mit den Blockbustern an. Denn ich weiß, wegen dem seid ihr hier. Wow. Okay, wir haben hier nochmal die Feedback-Seite von Parkett. Also wenn ihr runter in Footer scrollt auf unserer Webseite oder in der Web-App, dann findet ihr da einen Punkt, der heißt Feedback. Und wenn ihr da draufklickt, kommt ihr hier hin, wo unsere Nutzer voten können, welche Features sie gerne als nächstes sehen würden. Und das ist ein großer Datenpunkt in der Entscheidung bei uns, wie wir unsere Roadmap gestalten. Krypto war hier lange Zeit ganz oben, hatten wir Anfang des Jahres umgesetzt, Cash genauso. Und jetzt ist tatsächlich auf Platz 2 mittlerweile die Übersicht über alle Portfolios. Also das, was sich die Nutzer am meisten wünschen mit Abstand. Der nächste Platz ist dann hier unten andere Vermögenswerte, also sowas wie Gold oder so, oder nicht börsennotierte Werte. Und dann würde ich mal sagen, also ich habe schon gesagt, es steht ja auch da, es ist in progress, ich habe auch schon gesagt, wir arbeiten dran, aber ich kann noch nichts zeigen. Also zeige ich es heute. Und ich zeige es tatsächlich so richtig bare-bone-mäßig im Sinne von, ich zeige es von meinem Rechner aus. Also es ist noch nirgends irgendwie online oder so. Lass mal ganz kurz gucken, dass hier auch alles richtig läuft. Jo. Activities, genau, das machen wir danach. So, musst du noch kurz was umsortieren. Also, wir sind hier in der Gesamtübersicht. Also ihr seht, wenn ich hier auf meine Portfolios drücke, dann habe ich meine Portfolios, die freigeschaltet sind in meinem Abo. Und drüber gibt es die Gesamtübersicht. Und da sind einfach alle Holdings aus allen Portfolios kombiniert. Im Prinzip genau das gleiche Dashboard. Entschuldigung. Genau das gleiche Dashboard plus hier die eigenen Portfolios. Das ist noch nicht, das stimmt noch nicht hier, aber hier sind quasi die einzelnen Portfolios nochmal gelistet mit der Performance. Das ist zusätzlich da, aber ansonsten sieht es eigentlich relativ gleich aus. Alle Holdings übereinander, alle Kryptos, alle Cashs, alle verkauften Wertpapiere aus allen Portfolios. Man muss sagen, dass wir
wenn man zwei Apple-Aktien oder wenn man zwei Positionen in Apple in zwei Portfolios hat, dass die hier getrennt angezeigt werden. Also die Gewichtung ist das eine, aber vor allem das FIFO-Prinzip ist wichtig für die Performance-Berechnung. Das heißt, das lassen wir erstmal getrennt. Aber da wollen wir das Feedback hören dann von unserem Beta-Circle und so weiter, ob wir das nicht in irgendeiner Form kombinieren sollen oder zumindest kombiniert darstellen, damit man das besser sieht. Aber aktuell wären das zwei separate Positionen. Wie auch immer, wir haben die Analyseseite mit dem Gesamtbetrag und ich glaube, ich muss einmal neu laden. Es funktioniert auch noch nicht alles. Ehrlich gesagt habe ich die Analyseseite bisher noch gar nicht angeguckt. Wir haben Aktivitäten, quasi alle Transaktionen aller Portfolios. Wir haben das Dividenden-Dashboard, wo alles drin ist. Also es wird massive. Und am interessantesten finde ich eigentlich dann die Filterung da drauf. Ne? Also ich kann jetzt hier sagen, hey, ich nehme noch ein anderes Portfolio dazu. Mein 10x DNA-Portfolio. Das sind übrigens alles Testportfolios bei mir lokal. Keins davon ist echt. Und dann will ich es mir vielleicht in Dollar anzeigen lassen, diese 3 Portfolios, die ich jetzt hier ausgewählt habe von meinen gesamten. Und dann, wenn das durch ist, will ich die Performance vielleicht nicht seit Kauf. Übrigens ist es langsam, weil es bei mir lokal läuft alles. Ja? Also da ist nicht die Performance unserer Production-Systeme dahinter, die ihr benutzt. Jetzt habe ich es alles in USD und jetzt will ich die Performance halt 30 Tage haben. Und dann könnte ich noch sagen, okay, ich will andere Assetklassen. Also gib mir aus den 3 Portfolios ein Dashboard mit nur Wertpapieren, ohne Krypto, ohne Cash, Performance für 30 Tage berechnet und das alles in Dollar. Also so kann man dann die Filter sich zusammenschmeißen und so weiter und die Gesamtübersicht anzeigen lassen. Ja? Das ist so ein kleiner Sneak Peek in diese Richtung, was auch kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert, aber wir können es testen. Lasst mich mal ganz kurz etwas ausprobieren. Ich lade kurz neu. Jetzt sind alle Portfolios included. Das heißt, jetzt dürfte hier ein Millionenbetrag stehen, weil ich ein sehr großes Testportfolio habe. Genau. Und lasst mich mal kurz was ausprobieren. Das hatte ich auf Twitter kurz gezeigt. Wenn ich jetzt auf der Übersicht hier mich entscheide, ein Wertpapier reinzuwerfen, also eine PDF, einen Kauf oder überhaupt über den Button auch was anlegen will oder so, dann ist halt die Frage, in welchem Portfolio landet es. Und dafür haben wir eine kleine neue Maske gebaut. Das heißt, wenn ich hier jetzt eine PDF einfach mal reinziehe, nee, es will nicht so ganz. Ich glaube, der hat noch ein Problem mit Login oder so. Aber ich habe es auf Twitter geteilt, ein kleines Video. Also man schmeißt eine PDF rein und dann wird einfach nochmal angezeigt. Also man hat nochmal die Option zu sagen, okay, bitte wirf diese PDF in Portfolio 5, whatever, in eins der eigenen Portfolios. Und dann landet es da drin. Also es geht um sehr viele Details, die wir hier anpassen müssen. Deswegen ist es nichts, was mal schnell umgesetzt ist. Sondern wir wollen, dass hier die Usability anständig ist und dass auch das alles hier gespeichert wird. Übrigens, dadurch, dass wir dann die Filter speichern, also dass ihr neu laden könnt oder morgen zurückkommen könnt und ihr kommt auf eure Gesamtübersicht und die Einstellungen, die Filter hier, die sind immer noch gleich. Worüber sich auch ein paar Leute beschwert haben, verständlicherweise, ist, dass Stand heute in einem normalen Portfolio dieser Asset-Klassenfilter hier, die Einstellung wird nicht gespeichert. Das wird sich damit dann auch ändern. Dadurch, dass wir es hier für die Übersicht machen, ist es dann für alle Portfolios da und dann bleibt auch, wenn ihr sagt, zeigt mir bitte von meinem Portfolio nur Krypto an und blende die anderen Assetklassen aus, dann ist es auch erstmal gespeichert und beim nächsten Besuch habt ihr das wieder. So, das ist ein kleiner Sneak Peek in die Richtung. Ja, das stimmt, Philipp. Die 1 Million im Kreis sind noch nicht so schön formatiert. Das Problem gibt es noch nicht in der Masse bei Parkett. Wir sehen, wenn das Problem im Feedback hier hochgevotet wird, dann wissen wir, alright, unsere User haben es geschafft und sind alle bei der Million angekommen. So, also das ist die Gesamtübersicht. Das heißt, keine großen neuen Visualisierungen, außer vielleicht 1 oder 2 zusätzliche Tabellen, die dann die Portfolios quasi in Übersicht zeigen.
Aber es ist vor allem die ganze bestehende Analyse, die ganzen bestehenden Dashboards und so weiter, die kombiniert. Was so ziemlich das Beste ist, was man machen konnte, denke ich. Denn ja, es bietet, also wir mussten nicht eine komplett neue Seite bauen, die erstmal nur ganz wenig anzeigt und dann nach und nach mehr bauen, sondern wir konnten quasi die komplette Power von Parkett für euer kombiniertes Portfolio nutzen oder eure Gesamtübersicht nutzen. Das wird ziemlich sweet, wenn es da ist. Alright, ich gucke mal kurz in den Chat ein bisschen. 170 Abos fehlen noch. Echt? Und dann muss ich mein normales Portfolio zeigen, mein Hauptportfolio. Ja, tatsächlich. 170 Abos. Wer sich fragt, was es ist, ich hatte in irgendeinem vergangenen Stream gesagt, wenn wir 2000 Abos erreichen, dann teile ich einmal mein Hauptdepot. Also ich zeige hier immer eins, da kommen wir nachher noch drauf und ich habe aber noch ein anderes, ein bisschen größeres, wo ich auch Einzelaktien kaufe und so und dann werden wir das einmal zusammen rösten und ihr könnt mich fertig machen. Das machen wir, wenn noch 170 Abos, dann ist es soweit. Gut, das ist ein kleiner Sneak Peek auf die Gesamtübersicht. Könnt ihr euch darauf freuen. Ich kann noch kein Datum nennen, wann das fertig wird oder so. Klar, ich würde mir wünschen, so schnell wie es geht. Ich würde mir wünschen, gestern ist es fertig oder auf jeden Fall noch im November. Würde ich mir wünschen, kann ich aber nicht versprechen, weil das einfach ein Projekt ist, in dem man immer wieder auf Dinge stößt, die man dann noch abändern muss oder die man anpassen muss. Und da gibt es einfach sehr viel zu beachten, ja, damit es anständig tut. Wir werden das dann für den Beta-Circle so schnell wie es geht als erstes releasen und das Feedback dann noch abwarten, was da noch so reinkommt. Und dann ist es für alle da. Wir werden es releasen, sobald es fertig ist und wir arbeiten quasi konstant dran. Nicht das ganze Team, aber ich persönlich programmiere dran mit natürlich einiger Hilfe aus dem Team. Und ja, sobald es ready ist, werden wir es releasen und das ist hoffentlich bald. Aktienplayer hat genau das gefragt. Wann ist die online? Ich kann dir kein Datum nennen. Aber wie gesagt, wir arbeiten aktiv dran und sobald sie fertig ist, kommt sie online. Also es gibt nichts, was es verhindern würde oder bremsen würde oder so. Ja? Wir sind dran. So, was auch passiert aber schon früher, wir haben noch eine Kleinigkeit für euch geplant, nämlich eine Portfolio-Zusammenfassung. Also nicht nur diese Gesamtübersicht, sondern auch, dass ihr einmal in der Woche eine E-Mail bekommt, freitags, also könnt ihr auch ablehnen, ja, also im Parkett-Profil kann man dann sagen, die E-Mail möchte ich nicht, aber generell, man bekommt am Freitag eine E-Mail mit einer Zusammenfassung über alle Portfolios, wie sie diese Woche liefen und was man nächste Woche erwarten kann. Das ist auch ziemlich nice. Ich persönlich wollte das schon so lang und ich bin echt froh, dass wir das da haben, dass wir jetzt soweit sind. Da hat das ganze Team richtig gute Arbeit geleistet. Ich zeige euch jetzt mal die E-Mail, wie die aussieht. Ich habe die schon mal gezeigt, aber wir sind jetzt sehr viel näher an Release. Das hier ist eine E-Mail und mein Dividendendepot, das ich nachher hier noch zeigen werde. Das ist zum Beispiel die Zusammenfassung für diese Woche. Ja, also ich habe diese Woche 1000 Euro verloren da drin, minus 1,4% Kursgewinne oder Kursverluste in dem Fall. Der Kursgewinn seit Kauf sieht so aus, hier ist der Portfoliowert, wir haben die Top Holdings, also in den letzten 7 Tagen. Top Holdings heißt in dem Fall basierend auf der Gewichtung, also wie groß die Position ist. Da sehen wir nochmal den Kurs dazu. Wir sehen das Dividenden-Dashboard quasi in Zusammenfassung, meine Rendite, wie viel Dividenden trailing 12 Months reingekommen sind. Da glaube ich, ist das Label noch nicht so sinnhaft hier mit den 7 Tagen, aber in den letzten 12 Monaten kamen quasi 2300 Dividenden rein. Das sind die letzten Dividenden, die reingekommen sind. Und was auch noch da steht, ist, welche Dividenden ich nächste Woche erwarten kann. Nächste Woche in dem Fall bekomme ich keine Dividenden in dem Portfolio, aber wenn ich aufs Portfolio klicke, hier ist auch ein Link dazu, alle Dividenden anzeigen, dann sehen wir, dass ich in diesem Portfolio hier übernächste Woche Dividenden zu erwarten habe. Das heißt, in meiner Zusammenfassung nächsten Freitag sollte das dann drin stehen. Und
Genau, also wenn ich draufklicke, dann sehe ich die danach kommen, aber es geht erstmal darum, vergangene Woche und was steht nächste Woche an. Und das für alle Portfolios. Also wenn man viele Portfolios hat, die Leute im Investor-Abo oder auch im Plus-Abo mit 5 Portfolios, da wird die E-Mail lang. Und vor allem, wenn man viele Holdings hat, kann das auch ja, gut lang sein. Genau, das ist der Portfolio-Report. Und der wird heute um 17:30 Uhr das erste Mal verschickt an Abonnenten des Beta Circle. Also ich weiß, dass das jetzt vielleicht manche sagen, was? Oh nein, ich bekomme es noch nicht. Aber wir möchten das erst testen. Wir möchten sehen, wie es ankommt und da ein bisschen Feedback haben. Und wir werden im Laufe des Jahres, das ist nicht mehr lang, natürlich im Laufe auch von Q1, das dann nach und nach ausrollen. Also das Ziel ist schon, dass wir da möglichst allen Usern diese Zusammenfassung schicken. Aber, das habe ich letztes Mal auch erwähnt, diese Zusammenfassung zu bauen, diese ganzen Portfolios und so weiter, da gibt es im Hintergrund einfach eine technische Hürde, die wir noch nehmen müssen. Das werden wir auch, aber das werden wir nicht so schnell. Die verhindert, dass wir einfach für alle unsere User oder aktiven User, die diese Zusammenfassung bekommen, auf einen Schlag alle Portfolios ausrechnen. Weil die Portfolios sind halt nicht immer ausgerechnet, sondern wir müssen die ausrechnen. Und wenn wir das für so viele Portfolios machen und so viele User, wie wir haben, dann zwingt es die Infrastruktur, das strapaziert die Infrastruktur, sagen wir es so. Und wir müssen auch noch ein paar Sachen umstellen. Wir haben einen Plan, wie das besser wird. Wir haben einen Plan, wie wir das für alle User auf Scale anständig machen. Aber da müssen wir, wie gesagt, noch eine Hürde nehmen und das bauen. Und das wird nicht dieses Jahr fertig. Das heißt, was ich sagen kann, ist, dass die Summary-E-Mail wird ausgeweitet, an wie viele Leute das geschickt wird, aber es werden dieses Jahr noch nicht alle User bekommen. Das wird erst in Q1 passieren, nächstes Jahr, dass alle User das bekommen. Aber heute geht die erste E-Mail raus an das erste Subset an Usern, nämlich Abonnenten im Beta Circle. So, ich mache nochmal kurz, ich trinke mal einen Schluck und gucke in den Chat. Genau, Portfolio Report kann man ausstellen. Einfach in den Einstellungen, ich gucke mal, ob die, das ist lokal, ob die in meinem Depot hier schon drin sind. Ja, hier sieht man es dann, ja. Oh, sorry, hier sieht man es. Also ich gehe in mein Profil und dann steht hier, die Zusammenfassung möchte ich bitte nicht haben. Und auch die Produktupdates kann man dann deaktivieren und die Community Notifications kann man ebenfalls verwalten. Moin Keks. Ein spezieller Monatsabschluss war da jetzt noch nicht geplant, sondern wirklich nur erstmal pro Woche. Aber das kann man auf jeden Fall als Erweiterung im Kopf behalten, dass wir das pro Monat, pro Jahr und so weiter machen kann. Ja, Christian, das stimmt. Das stimmt. Schreibe ich mir auf. Es geht um die Watchlists. Ich notiere mir das gerade mal kurz, dass wir das als Bug aufnehmen, wenn wir es nicht schon haben. Aber ich glaube nicht. Es ist kein Bug, aber wir haben gesagt, wir warten erstmal, ob das überhaupt passiert, also wie viele Leute das so machen auf dem Weg. Aber ich habe es notiert. Da kommen schon viele Fragen rein, Leute. Ich kann die nicht alle jetzt beantworten, aber gegebenenfalls komme ich zum einen oder anderen. Die Lisa, die haben wir im Hintergrund, die beantwortet auch einige Fragen. Und nachher komme ich noch zu den Community-Fragen, die wir so in der Community immer sammeln. Und natürlich haben wir auch noch, wenn ihr es möchtet, den Superchat, den ihr machen könnt. Wer einen Superchat macht, die Frage wird mir quasi hier in meinem UI ins Gesicht geschmissen. Die kann ich nicht übersehen und die werde ich auf jeden Fall beantworten. Also falls ihr das machen möchtet, falls ihr eine wichtige Frage habt und uns auch noch ein bisschen unterstützen wollt, ist der Superchat eine sehr gute Möglichkeit. Ja, wir haben super viele Viewers. Drückt auf den Like-Button, wenn euch die Zusammenfassung gefällt und die Gesamtübersicht und so. Die ganzen Features, die wir hier rausballern zum Jahresende noch. Das wäre mega.
So, lasst mich kurz auf die Agenda gucken. Was kommt als nächstes? Summary-E-Mail, genau. Dann habe ich gedacht, ich erzähle euch mal ein paar Kleinigkeiten, weil ich erzähle euch immer so die, wie soll man sie nennen, die Blockbuster-Features, die großen Sachen, die auch alle hochvoten und so. Aber es gibt so viel Kleinkram, den wir machen, so viel Details, die wir manchmal nicht mal ankündigen, sondern wir machen sie einfach und fixen Kleinigkeiten und so. So wird das UI, das Interface immer ein bisschen ausgereifter, ausgefeilter, bis wir wieder irgendwas ganz Neues machen. Aber ja, es sind einfach viele Details drin und ich habe gedacht, ich erwähne einfach mal ein paar, die so über die letzten Wochen passiert sind, die man vielleicht gar nicht mitbekommen hat. Ich teile noch mal kurz meinen Screen. Also zum einen unterstützen wir eine neue Währung, nämlich Penny Sterling. Ich sage das jetzt so wie ein Depp, der nicht weiß, was das ist, weil mir nicht klar war, dass es zur Währung, wenn man hier auswählt, GBP, British Pound Sterling, auch noch British Penny Sterling gibt. Und wir haben das gemerkt, weil es Bugs gab, die von euch reported wurden, dass wir verschiedene Assets hatten, die in GBX quasi ihre Daten hatten und das dann falsch war, weil wir das halt nicht beachtet und nicht behandelt hatten. Wie auch immer, wir unterstützen jetzt die Währung Penny Sterling. Das ist so eine Kleinigkeit. Dann in der Aktivitätenliste, wenn man auf die Aktivitäten geht und hier mal die Monate sich anschaut, ich mache das mal zu, dann haben wir hier jetzt ein paar mehr Infos. Wir haben jetzt investierter Betrag in einem Monat, wir haben die Dividenden in dem Monat und auch die Zinsen. Ich habe in dem Fall keine Zinsen bekommen, aber wenn man Zinsen bekommt, stehen die auch da drin. Das heißt, man hat hier eine schöne Monatsübersicht und Jahresübersicht über diese Werte. Die sehen jetzt nicht, also das ist jetzt keine tolle Tabelle, sondern wir haben da einfach die Transaktionsliste genutzt, um einfach eine kleine Übersicht, die Summe quasi zu geben, was in dem Monat passiert ist. Also auch das eine Kleinigkeit, die leise sich in die Apps geschlichen hat. Zum Import, selbstverständlich der PDF-Import, da gibt es konstant Updates, egal ob das jetzt CapTrader betrifft oder 1822 direkt, eBase, Swissquote, Comdirect, Bison, über alle diese PDFs und so weiter gab es Updates in letzter Zeit, gab es Verbesserungen, dass alte PDFs importiert werden oder irgendwelche neuen Formate importiert werden oder irgendwelche Edge Cases, die wir noch nicht hatten. Also der Import der wird jede Woche, mehrmals die Woche verbessert, damit wir möglichst viele PDFs, CSVs und so weiter unterstützen können. Und das habe ich auch schon mal erwähnt, ein großer Fokus von uns ist natürlich auch eine automatische Synchronisierung. Da stehen wir aber noch so weit am Anfang oder ja, sagen wir mal in der Entdeckungsphase und auch in Gesprächen mit Brokern und Banken, dass ich da noch nichts zu sagen kann oder nur nicht mehr dazu sagen kann. Außerdem sind mehr Krypto-Assets unterstützt. Also ich hatte letztes Mal oder in einem vergangenen Livestream schon generell mehr Assets genannt, was so alles da ist, aber jetzt auch von Swissquote zum Beispiel. Ja? Also wir hatten einige User, die bei Swissquote sind und Krypto-Assets dort kaufen und da gab es bestimmte Assets, die nicht unterstützt wurden. Da unterstützen wir jetzt auch mehr. Und dann natürlich ohne Ende kleinere UI-Fixes, also alles mögliche kleine Dinge, ob da jetzt Abstände nicht stimmen oder ein Loading-Button irgendwie komisch ist oder wie man einfacher von A nach B springt oder sonst was, da ist ohne Ende Zeug, das die ganze Zeit kommt. Es fällt einem, glaube ich, nur auf, wenn einmal einem aufgefallen ist, dass es falsch ist und dann plötzlich sieht, oh, ist ja jetzt gefixt und dann vergisst man es wieder. Aber ich will da ein bisschen ein Spotlight drauf werfen, weil da einfach das ganze Team ja auch dran arbeitet und da sehr, sehr viel kommt. Und wen das einfach mal im Detail interessiert, der kann auch auf unseren Apps mal runterscrollen zum Footer. Da gibt es den Link über Feedback, da steht Changelog. Hier, Changelog. Und wenn man da draufklickt, dann kommt man zu einer Seite, wo quasi für jedes Update, das wir releasen, mit Datum genau steht, welche Fixes und Improvements rausgekommen sind, welche größeren Features dann, das hier waren die Dividenden-Pages und so weiter. Ja. Das ist der Changelog, der öffentlich ist und zur Verfügung steht und den erreicht man im Footer der Seite, beziehungsweise Lisa wird sicherlich gleich noch den Link hier posten. Dann habt ihr das auch.
Dann, also wen es interessiert, der kann sich die Details dann auch nochmal akribisch durchlesen und gucken, was wir so tagtäglich, wöchentlich und so weiter an der App verändern. So, lasst mich nochmal kurz einen Schluck Wasser trinken. Nothing fragt, gibt es einen Grund, warum Zinsen nicht in den Kursgewinn mit eingerechnet werden? Weil es keine Kursgewinne sind. Zinsen sind mehr so wie Dividenden. Dividenden sind auch nicht im Kursgewinn drin. Kursgewinne sind die Veränderung der Bewertung deiner im Besitz befindlichen Assets. Um mal eine Definition zu droppen. Bedeutet, du besitzt irgendetwas, einen tollen Turnschuh, und der war gestern so und so viel wert und heute ist er so und so viel wert. Oder als du ihn gekauft hast, du hast ihn zu einem bestimmten Wert gekauft und heute ist er so und so viel wert und diese Differenz ist ein Kursgewinn. Wenn der jetzt ab und zu Münzen droppt, die du dir in die Tasche steckst, dann ist das kein Kursgewinn, denn wenn du ihn verkaufst, haben die gar nichts damit zu tun. Die sind also ein separater Gain. Deshalb sind sie nicht im Kursgewinn. Ich weiß gerade nicht auswendig, weil ich in diesem Portfolio keine Zinsen habe, ob wir die Zinsen dann im Header darstellen. Also wir haben ja hier trotzdem die Dividenden separat gelistet. Ich weiß nicht, ob wir hier die Zinsen zeigen. Wenn nicht, vermutlich nicht. Aber hier auf jeden Fall. In der Renditetabelle sind sie auf jeden Fall drin und da hast du auch den prozentualen Wert deiner Zinsreturns. Solltest du zumindest haben. Genau, aber das ist der Grund, warum sie nicht in den Kursgewinnen sind. So, Crypto-Staking, das habe ich schon in den letzten Streams gesagt, deswegen werde ich hier nicht lang und breit reingehen. Ich habe vorhin die Feedback-Seite gezeigt, da ist Crypto-Staking einfach zu niedrig. Wir kriegen viel zu wenig Wind aus der Community, dass wir Staking einbauen sollen, aber viele andere Sachen. Deswegen ist Staking einfach nicht oben priorisiert aktuell. Ja. Wir müssen immer irgendwas priorisieren, es gibt einfach sehr viel zu tun und solange wir andere Sachen hören, sehen, die viel wichtiger sind für die Community als Ganzes, werden die Sachen priorisiert und Staking, Lending und solche Krypto-Geschichten sind da verständlicherweise im aktuellen Marktumfeld einfach nicht viel gefragt. Aber die Feedback-Seite ist offen und steht jedem zur Verfügung, deswegen bitte gerne voten. So. Ich check nochmal die Agenda, wo wir sind. Ich habe den kleinen Kram durch. Woran arbeiten wir denn als nächstes? Da könnte ich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Also, wir haben natürlich die Portfolio-Gesamtübersicht, die ich erwähnt habe. Wir haben den Report per E-Mail. Wir haben ein paar Kleinigkeiten, die noch kommen werden oder wo wir gerade dran arbeiten. Und wir werden bis zum Jahresende dann hin, vor allem im Dezember, ein bisschen aufräumen. Also wir werden da viele Fixes machen und gucken, dass alles noch ein bisschen stabiler läuft, dass alles noch ein bisschen schneller läuft. Das heißt, wir machen da so eine Art Putz, Endjahresputz so ein bisschen in den Systemen. Nicht komplett, also es wird immer noch so ein paar tolle Sachen für euch geben, das auf jeden Fall. Also da müsst ihr keine Sorgen haben. Aber wir werden jetzt nicht irgendein Riesenprojekt über die Weihnachtszeit stemmen. Das nicht. Und wir möchten vor allem, dass in der Weihnachtszeit alles stabil läuft, weil da natürlich die Teamverfügbarkeit ein bisschen geringer ist. Deswegen wollen wir nicht die krank großen Änderungen irgendwie kurz vor Weihnachten im Dezember releasen. Aber das ist die perfekte Zeit, um einfach ein bisschen alles zu polieren, ja? Die Systeme zu polieren, vorzubereiten, was wir nächstes Jahr in Q1 vorhaben. Da geht es wieder schön ab und so. Das wird im Dezember noch ein bisschen kommen. Und in der Mobile-App, das kann ich auch sagen, das letzte, was wir da released haben, war Face ID, Touch ID und so weiter, dass man seine App sperren kann mit einem PIN. Und das nächste ist die Suche. Wir werden eine Suche einbauen, weil was in der App aktuell echt nicht gut ist, wie man von einer Holding in die nächste kommt. Und da werden wir eine Suche bauen, die funktioniert gleich wie in der Web-App. Man tippt oben rein, man sieht seine Holdings, man sucht nach was. Wenn man eine Holding findet, landet man auf der Holding. Wenn nicht, landet man auf der Übersichtsseite der Assets. Also so wie hier, ich suche nach Apple
Ups, ich suche nach Apple und dann lande ich, wenn ich es nicht in der, also ich habe Apple nicht in diesem Portfolio, das heißt, ich lande auf dieser Übersichtsseite. Auch die machen wir in die App, aber als Webview. Das heißt, man sieht dann diese Seite hier auf Mobile. Kleines Problem damit für die Dark Mode Fans. Diese Seite wird dann nicht Dark Mode sein, sondern weiß, bis wir in der Web-App auch einen Dark Mode haben. Aber ist, glaube ich, zu verkraften, wenn man dann trotzdem die ganzen Daten da hat. Also in der App wird noch eine bessere Suche kommen mit Navigation. Das ist das, wo jetzt ganz, ganz konkret dran gearbeitet wird. Ein super Chat. Sebastian, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den Support. So, die Frage wird direkt hochpriorisiert. Keine Frage. Nur ein Danke für deinen super Podcast. Wie immer kann ich nur sagen, weiter so. Message gelöscht. Ich konnte sie nicht mal zu Ende lesen. Okay, den Podcast, den er referred hat, ist mein privater Podcast. Hat mit Parkett jetzt nicht so viel zu tun, aber ich habe einen kleinen Podcast gestartet vor 3 Wochen, 4 Wochen, übers Gründen, Bootstrappen und so weiter, was ich quasi mit Parkett gemacht habe und mit noch zwei anderen Projekten, aber halt, die sind wesentlich kleiner als Parkett und so weiter. Das ist ein kleiner privater Podcast, der nennt sich Minimal Empires. Ich gehe schwer davon aus, das war die Reference von Sebastian. Den Rest der Nachricht konnte ich jetzt leider nicht lesen, Sebastian, aber nichtsdestotrotz vielen, vielen Dank für den Superchat und deine Nachricht. Zahlung abgebrochen, so geht es natürlich auch. Schön den Superchat ausnutzen und dann die Kohle wieder zurückziehen, gell? Das haben wir gern. Das haben wir gern. Okay, ich gucke nochmal auf die Agenda. Okay, das nächste, was ich erwähnen darf, es ist ja bald Black Friday, ne? Black Friday, da haben auch wir ein bisschen was für euch geplant. Am 23. November gibt es für die Sparfüchse unter euch ein bisschen was zu holen. Ihr werdet es mitbekommen, direkt in der Web-App, also auf app.parkett.com und bei unseren Partnern und Creatern und so weiter. Also wem auch immer ihr da folgt, Instagram, Twitter, überwiegend Instagram, glaube ich, vielleicht Facebook. Da werdet ihr sicherlich auch die eine oder andere Aktion mitbekommen. Für Black Friday. Ich wollte es euch schon mal erzählen. Da ist er wieder, der Sebastian. Okay, geil. Damit hat er jetzt schon 20 € gezahlt, bin ich mir sicher. Es steht zumindest hier von YouTube. Keine Frage, nur ein Danke für deinen super Podcast. Wie immer kann ich nur sagen, weiter so. Parkett nach wie vor auch der Knaller. Cool. Ja, vielen Dank, Sebastian. Also die Tatsache, dass du den Superchat auch noch nutzt für Lob und nicht für eine Frage, die du priorisierst. Danke. Vielen, vielen Dank. Lifetime-Abo bleibt beim Black Friday. Okay, das kann ich sagen, das ist nicht so. Das wird nicht passieren. Für alle, die noch nicht seit 2 Jahren oder 3 Jahren Parkett-Kunden sind oder User sind, der El Kativo hier spielt darauf an, dass es ganz am Anfang, als ich fast noch alleine war, gab es eine Möglichkeit, Parkett Lifetime zu kaufen. Das heißt, man hat einen größeren Betrag gezahlt und kriegt dann quasi immer das höchste Abo des Portfolio-Trackings kostenlos. For life, solange es die Firma gibt. Das haben knapp 50 Leute gekauft oder so. Die haben jetzt Stand heute eben das Investor-Abo for free. Da hat sich auch einiges geändert, ne? Preiserhöhung, dies, das und so, aber ja, das haben sie sich damals erkauft und es gibt keine Pläne, dass dieses Lifetime-Abo nochmal stattfindet. Ja, genau, das war quasi eine Seed-Round, also ich konnte validieren, ob Leute Potenzial da drin sehen und sich langfristig binden für so einen Betrag und zweitens hat es ein etwas initiales Kapital gebracht, damit ich ein bisschen investieren kann in dieses hübsche kleine Projekt. Wann kommt der Studentenrabatt? Wir haben eine kostenlose Version, Leute, wir haben eine kostenlose Version. Dafür ist sie da. So, dann gucken wir mal aber hey, es ist kein Studentenrabatt, aber bald ist Black Friday. Da dürfen auch Studenten mitmachen, soweit ich. Der Black Friday Council hat gesagt, Studenten dürfen dieses Jahr mitmachen. Go for it, go for it. So, was wollte ich zeigen? Portfolio-Update. Wir gucken in mein langweiliges Portfolio. Es ist dies ist das langweilige Portfolio.
Mittlerweile 72.000 drin. Kursgewinne gibt es, wenn sie auch natürlich gesunken sind dieses Jahr. Also man sieht es hier, der Peak der Kursgewinne war mal irgendwo bei 12.000. Hier ging es ganz heftig runter. Jetzt wieder ein bisschen gestiegen und so. Aber ist noch nicht im Minus gelandet dieses Jahr. Aber das interessiert mich eigentlich gar nicht, denn das Einzige, was mich interessiert, sind die Dividenden. Die gucken wir uns nochmal gleich auf dem Dividenden-Dashboard an. Wir können vorher kurz gucken wegen Investieren. Da hat sich nichts geändert. Es gehen jeden Monat knapp 1.000 € rein. Es könnte sich aber bald ändern, weil ich habe das quasi nur noch aus dem Verrechnungskonto gespeist und meine Sparpläne geändert. Warum? Weil ich jetzt ein armer Unternehmer bin, der kein Geld mehr hat. Deswegen muss ich mal gucken, was ich damit nächstes Jahr mache. Ob ich irgendwas habe, irgendeine Möglichkeit finde, das Verrechnungskonto noch mal ein bisschen aufzuladen, dass wir da noch ein paar Monate den Sparplan durchziehen können. Oder. Ich muss gucken. Ich muss gucken, wie ich es mache. Aber zumindest den Dezember-Sparplan kriegen wir noch rein. Also, Sparplan hier seit, es sind ja auch schon 3 Jahre jetzt. 1.000 € pro Monat plus hier dann mal Einmalkäufe hier und hier größere Einmalkäufe, wenn ich irgendwas umgeschichtet habe oder so. Das könnte ich vielleicht machen, umschichten. Gucken wir mal. Dividenden-Dashboard, das ist das eigentlich Interessante. Wir haben mittlerweile 3.700 Dividenden erhalten und entgegen meiner Erwartung vom letzten Stream ist die nächste Dividende hier vom REIT nicht über 200 €, sondern 115 €. Jetzt habe ich vorhin noch mal ein bisschen geguckt und das können wir jetzt zusammen machen. 150, also ich meine, letztes Quartal hat der 185 ausgeschüttet, aber wie man sieht, wenn man sich den mal im Detail anguckt, diesen REIT, ich gehe mal kurz auf die Detailseite, hier, dann sieht man, dass, ja, der hat so Zyklen mit dem Ausschütten. Also es ist nicht so, dass der immer stärker wird, sondern das muss man immer mit dem Quartal vom Vorjahr vergleichen. Und wenn ich das tue, dann haben wir hier Q4 2021, da hat er 70 € ausgeschüttet, grob, und jetzt 115. Das heißt, es ist eine gute Steigerung. Aber das heißt, meine 200 €, die ich gerne hätte, kann ich vergessen bis Q3 2023. Ich glaube, erst dann knackt der Kollege die 200 € Dividende, hoffentlich. Und ja, bis dahin bleibt er da drunter, also was die Planung betrifft. Nichtsdestotrotz, der Vanguard, der macht gut Alarm, der ist auch 50% aus diesem Portfolio und der S&P 500 ist mittlerweile auch über 130. Das heißt, pro Monat, ja, was ich halt gehofft habe, ist, dass jeden Monat über 200 € reinkommen, aber das dauert dann in dem Fall noch ein bisschen. Aber das durchschnittliche monatliche Einkommen über die letzten 12 Monate liegt bei 200 €. Und das wird nächstes Jahr auch nochmal gut steigen. Wenn wir uns den Year-over-Year-Vergleich angucken der Dividenden, dann sehen wir auch, dass ich schon über das Doppelte an Dividenden bekommen habe im Vergleich zum letzten Jahr. Und ein paar Prozente dürften auch nochmal draufkommen. Also wer schüttet denn im Dezember dann noch aus? Wo ist er denn hier? REIT. Also der S&P 500 High Dividend Yield sollte im Dezember ausschütten. Und wenn man dem vertrauen darf, was der bisher gemacht hat, nämlich, ich gucke mal kurz ja, okay, dann können wir hier auf jeden Fall von 130 € ausgehen. Nicht auf jeden Fall, aber um den Dreh würde ich es jetzt mal schätzen. Ja, und dann kommen da noch ein paar Prozente drauf. Also, das ist das Update. Das langweilige Update wie jedes Mal. Ich lasse den Sparplan laufen und nichts hat sich geändert. Aber wer weiß. Vielleicht muss ich da mal Einmalkäufe reinmachen oder sonst was. Ich meine, der REIT ist der einzige, der im Roten ist. Das heißt hier, also nicht viel, aber der Kurs ist niedriger, als ich ihn gekauft habe. Das heißt, hier könnte ich ein bisschen meine Position außerhalb der Sparpläne vielleicht nochmal erhöhen. Alle andere sehe ich jetzt nicht wirklich als Kaufoption. Also mein Favorite ETF hier, der ist nicht so signifikant runtergekommen wie jetzt während Corona, wo ich hier dick eingekauft habe.
Ähm, wenn der nochmal richtig abraucht mit 30% oder so, dann würde ich dann würde ich nochmal dick nachkaufen. Aber bisher ist mir das nicht. Sehe ich das richtig? Year to date nicht mal 1% unten? Guck mal bei den Dividenden. Das ist übrigens die neue Dividendenpage, ne? Ähm, ja, also wenn ich das richtig sehe, beim Kursgewinn ist der dieses Jahr, korrigiert mich, wenn ich mich irre, nicht mal 1% runter, also definitiv keine Kaufoption für mich. Und auf der Dividendenpage sehen wir, wenn wir die ganzen Dividenden abchecken, die er in letzter Zeit ausgeschüttet hat, die sinken halt auch nicht, ne? Ja, das ist, das ist schon ein Bomben-ETF. Es fehlt aber noch eine Dividende dieses Jahr. Wann schüttet der normalerweise aus? Der schüttet Ende Dezember nochmal aus. Aber wartet mal, lasst mich nochmal was kurz gucken. Wenn der Ende Dezember. Das fällt dann immer in den Januar hier bei mir. Mit der Ausschüttung. Okay, also der wird Ende Dezember nochmal was machen und dann. Auf was können wir uns da freuen? Hier hat er im Dezember 45. Ja, also wird er wahrscheinlich knapp über 50 Cent ausschütten, ist jetzt meine Prediction. Dass er quasi im Sommer hier hatte er dieses abartige Hoch, also im Sommer immer das Höchste und dann die letzten beiden Quartale gleich viel. Ist das hier auch so gewesen? Ja, nee, hier ist es nicht so gewesen. Okay, ich erkenne kein Muster, von dem her bleibt es eine Überraschung, was er ausschüttet. Aber es wird auf jeden Fall nicht wenig sein für mich. Gut. Ähm, Ich kann keine Prediction machen für das nächste Jahr, was hier an monatliches Einkommen reinkommt, aber ich streng mich natürlich an. Ich streng mich natürlich an, dass das hochgeht. Muss nur ein bisschen Kapital besorgen, ne? Weil irgendwas umschichten, anders traden, sonst irgendwas, neue Sachen rein, das werde ich in dem Portfolio definitiv nicht tun, sondern ich habe mir die 3 rausgesucht, aus Gründen und bespare die einfach fleißig. Das Einzige, was ich mir überlegen könnte, ist, ob ich die Gewichtung anpasse. Also, dass ich die beiden hier irgendwie stärker mal nachkaufe, dass die Gewichtung hier anders wird. Aber wie gesagt, dieser Vanguard hier oben gefällt mir einfach so gut. Ich finde ihn okay, auf der Hälfte. So, ich sehe noch einen Haufen Feedback. Für Fragen, was ich im Chat sehe, mit, mit Feedback. Ich will nicht versprechen, dass ich darauf eingehen kann hier, aber wenn es reinpasst, dann beantworte ich es gerne. Christian wird interessieren, wie viel Prozent der Nutzer ein Abo haben. Das interessiert viele Leute und Konkurrenten. Aber das ist eine Metrik, die ich nicht öffentlich teile. Wer weiß, vielleicht kannst du mal ein NDA unterschreiben und dann kann ich es dir sagen. Aber die Zahl ist von allem, was ich so gehört habe und gelesen habe, was Industriestandard in einem Freemium-Model ist, höher, als man es erwarten würde. Also wir haben da es ist eine Zahl, auf die ich relativ stolz sein kann, auf die wir stolz sein können, wenn man es mit Freemium-Modellen generell vergleicht. Die Jahressumme Harry, habe ich auf dem Schirm. Definitely. Lass mich nochmal nachgucken, ob sie auch wirklich da ist, wo ich sie erwarte. Moment. Ich mache es jetzt kurz rein, warte. Ich lege das kurz an, weil das ist keine große Änderung und das sollten wir definitiv machen. Jahressumme in Kapital
ist notiert. Gut. Ich gucke wieder auf meine Agenda. So, wir haben noch ein paar Sachen. Also zum einen haben wir einen Haufen Fragen aus dem letzten Stream aus der Community. Die gehen wir auf jeden Fall durch. Wir haben ein paar Industrie-Updates, über die wir kurz quatschen können, die ich kurz adressieren kann. Und nicht mega viele, aber so die üblichen Shitstorms, die gerade so rumgehen. Und dann haben wir noch 4 Portfolios rausgesucht, die wir uns angucken können von Nutzern. Ihr könnt gerne in den Chat schreiben, was euch am meisten interessiert. Aber ich fange mal kurz an mit was ich glaube, was am schnellsten rumgeht, nämlich den News. Wir haben Mr. Elon Musk, der auf die öffentlichste Weise, das ich je erlebt habe, eine Firma auseinandernimmt. Und als Gründer, und ich glaube alle Gründer und Manager gucken da sehr genau hin, was der da gerade macht. Denn im Prinzip, also Kontext, Elon Musk hat Twitter gekauft. Ich bin da sehr in der Bubble, weil Twitter ist das Social Network, das ich mir rausgesucht habe, auf dem ich aktiv bin. Ich bin nicht viel auf Insta aktiv, auf TikTok habe ich keinen Account, Snapchat auch nicht. Aber Twitter ist meine Bubble. Und dementsprechend bekomme ich das mit und habe auch ein bisschen Angst, dass jetzt mein Favorite Social Network, auf dem ich mich jeden Tag rumtreibe, den Bach runtergeht. Elon Musk hat Twitter übernommen und einfach mal die Hälfte der Leute gefeuert und dann die Mitarbeiter einfach respektlos behandelt, scheiße behandelt. Also ist das Severance Package, das Abfindungsangebot ist sehr gut generell, aber der hat da nicht viel Respekt gezeigt, hat öffentlich mit denen diskutiert teilweise und wer ihn kritisiert hat, den hat er gekündigt und was auch immer. Lauter so ein Zeug. Und dann, jetzt kam eine E-Mail mit Ultimatum, wo er gesagt hat, okay, die Firma wird eine Hardcore-Firma und lange Arbeitszeiten, High Intensity, es geht alles richtig ab. Wenn du darauf keinen Bock hast, nimm Severance Package. Wenn du Bock drauf hast, klick hier. Also so ein Button, wo man das quasi akzeptiert. Ja, das neue Twitter. Twitter 2.0, Elons Twitter. Und da haben wohl, also keine bestätigten Zahlen oder sowas, aber laut Chatter intern ist die Erfolgsrate von Leuten, die auf den Button geklickt haben, extrem gering und die hat eine Deadline auch noch dazu gesetzt. Und die Deadline war schon. Und ja, das ist dieser Verge-Artikel hier, wo quasi hunderte Leute in Slack halt schreiben, ja, also wir sind raus, ne? Elon Company sind wir nicht mehr dabei oder bei dem Style oder was auch immer. War schön hier. Und dann Leute, die 11 Jahre da waren, die 12 Jahre da waren und so weiter, kündigen. Das ist alles super heftige Knowledge, die einfach da rausfliegt, ohne jemanden zu haben, dem sie es übergeben können. Das geht so schnell, dass deren Engineering-Org mittlerweile 90% kleiner ist, also die Entwickler. Inklusive so richtiger Core-Teams, die den Laden am Laufen halten, von Infrastruktur, Core-Libraries und. Es ist sehr gefährlich, finde ich. Das ist wie einen fetten Zug, eine neue Schiene vorne dran zu bauen, deren Kurve zu heftig ist. Wenn er es schafft, wenn der Zug nicht umkippt und komplett kaputt geht, dann hat er wortwörtlich eine neue Richtung eingeschlagen und die Kultur geändert in absoluter Rekordzeit. Und das ist das, was, glaube ich, viele Manager und Gründer sich mit anschauen, ob man damit durchkommt. Mit so einem krassen In-die-Fresse-Wandel, wo man so viele Brücken verbrennt zu alten Mitarbeitern und so weiter. Und das auch noch so public. Also das ist richtig schlimm, dass es so public ist, glaube ich. Das hätte ja nicht sein müssen. Nichtsdestotrotz ist es ja sehr krass. Auch sehr mutig. Nicht, dass ich das gutheißen will oder sonst irgendwas, aber das muss man einfach mal sagen. Ja, das trauen sich nicht viele Leute, das so zu machen. Ich habe Popcorn in der Hand und gucke mir das fleißig an. Aber ich habe ein bisschen Angst darum. Deswegen, ich will nicht, dass Twitter weg ist. Deswegen will ich, dass er damit erfolgreich ist. Wenn er damit erfolgreich ist, lernt er vielleicht das Falsche aus diesem Verhalten. Ja, weil es sollte nicht unbedingt belohnt werden oder sowas, das so krass zu machen. Ich fände es besser, wenn er vielleicht ein bisschen, wie nennt man das auf Deutsch, einfach ein bisschen gehumbelt wird, ne? So
okay, ich kann nicht ganz so krass mit den Leuten rumspringen, vor allem nicht mit den ganzen Hardcore-Engineers, die wir brauchen. Ähm, ja, also keine Ahnung, ein bisschen zwiegespalten. Aber das, also ich meine, das geht schon lange so. Ich weiß nicht, ob ihr die News dazu lest und so. Aber das war einfach crazy. Er hat die Hälfte der Leute gefeuert. Dann hat er von 5500 Contractern, Freelancer und so, 4400 gehen lassen. Und dann sind von den verbleibenden Mitarbeitern halt nochmal 70%, whatever, einfach so gegangen. Ganz viele haben so nochmal gekündigt und so. Das ist einfach crazy. Und ich meine, dann, man sieht es ja, ne? Die haben Microservices abgeschaltet und sowas an sich schlau ist. Also da gibt es so viel unnötigen Scheiß bei Twitter. Deswegen an sich, dass man das mit der Hälfte operieren kann, bin ich absolut davon überzeugt. Nur wie er das macht, ist halt crazy. Und dann hat er Microsoft Services down gemacht und Bugs wurden nicht gefixt und so. Es ist ja noch nichts Schlimmes passiert als User, außer dass man sich, wenn man Two-Factor-Authentifizierung anhatte, nicht mehr einloggen konnte, weil der Service, der die Two-Factor-Authentifizierung raussendet, die Codes, nicht mehr funktioniert hat und das Team gab es nicht mehr oder was auch immer, das gefixt hat, irgendwie so. Oder der Microservice, genau, haben sie abgestellt, der das macht. Und in der iOS-App zumindest, ich weiß nicht, wie es bei Android ist, der kleine Notification-Icon unten, wo man sieht, wie viele Notifications man hat, also 1 bis 20 und dann 20 plus, der hat nur noch so einen kleinen Punkt angezeigt. Und das war auch, weil das ist ein Bug reingekommen und das war niemand mehr da, der es gefixt hat aus dem Team. Also nichts Weltbewegendes oder so, aber schon crazy. Und die Änderungen, die sie machen mit den Verification, Twitter Blue und so, eine absolute Shitshow von höchster Premium-Entertainment-Qualität. Also die Memes, die da rauskommen, was da passiert ist, schrecklich für Twitter, schrecklich für deren Partner, also die Werbepartner und so. Aber highly entertaining. Junge, Junge. Das ist, was aktuell bei Twitter abgeht. Das ist mein Favorite, sagen wir mal, die Company-Entwicklung, der ich am liebsten folge aktuell, weil es einfach extrem unterhaltsam ist. Aber es gibt auch andere News, nämlich, es gibt neue Beiträge auf der Startseite. FTX, Krypto, wir haben ja natürlich auch einige Krypto-User bei uns, die immer noch kaufen und immer noch halten. Aber der Fallout geht etwas weiter und FTX war das letzte große Dickschiff, das es erwischt hat. Das war auch ein richtiger Power-Move, den der Binance-Chef, glaube ich, da gemacht hat, der gesagt hat, er dumpt einfach mal seinen riesen FTX-Teil, wodurch das losging mit FTX und dann hat er ja angeboten, die zu kaufen und so weiter. Also das war ein heftiger Power-Move, was der da gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es da drüber, also ich habe da Reports drüber gelesen, ich weiß nicht, ob es schon eine Doku oder so gibt, aber im Doppelgänger-Podcast wurde das, glaube ich, ganz gut aufbereitet. Doppelgänger.io. Ja, also die Leute können ihr Geld nicht mehr abziehen, wenn du es versuchst, steht da pending, die Kohle ist nicht da oder geben sie nicht raus, klar, weil sie es nicht covern können und so. Deswegen zählt sie jetzt offiziell als zahlungsunfähig und Binance ist damit die größte Kryptobörse weltweit. Was heißt damit? War sie, glaube ich, schon davor. Aber ja. Der CZ nennt man ihn. Das ist der Chef Changpeng Zhao. Entschuldigung, ich werde es auf jeden Fall falsch aussprechen. Das müsst ihr euch angucken, was der gemacht hat. Also verfolgt mal ein bisschen die Story. Der hat da richtig reingehauen. Hier reden sie auch von einem Masterplan und so weiter. Also der Artikel ist auch ganz gut. Was soll ich sagen? Es gibt ein Saying in der Kryptoszene, not your wallet, not your coins, wird, glaube ich, oft gesagt. Also wird auf jeden Fall öfter mal gesagt. Das heißt, man soll sich was man kauft, immer gleich aufs eigene Hardware-Wallet ziehen. Das Äquivalent dazu, immer alles Geld von der Bank abzuheben und unter die Matratze zu stecken oder was auch immer.
Keine Ahnung, also die dezentralisierte Welt sieht nicht so schön aus, wie man das gerne hätte. Und egal welcher Player da reinkommt und das usable macht, also verfügbar für die breite Masse, weil die breite Masse genauso wenig, wie sie gerne Linux benutzen und um irgendwas zu öffnen im Terminal rumfummeln, will niemand programmieren, um auf die Blockchain an seine Coins zu kommen. Deswegen jeder, in meinen Augen, jeder, der eine App hinstellt, um das einfacher zu machen, arbeitet quasi gegen die Zentralisierung. Weil dieser Player ist dann die Zentralisierung. Und wenn diese App weg ist, haben die ganzen Leute keinen Zugriff mehr. Vielleicht verstehe ich auch was falsch, ich will es nicht ausschließen, aber alles, ja, also ich sehe nicht, wo die Zentralisierung dann da ist, wenn irgendwas down geht und es so einen Ketteneffekt hat und alles andere down geht. Das hat sich mir noch nicht erschlossen, wo es in der Welt, in der Kryptowelt irgendwas passiert, wo die Dezentralisierung das gerettet hat und wenn es zentralisiert wäre, wäre damit alles kaputt gegangen. Ist mir kein Fall bekannt. Ich werde gerne eines Besseren belehrt, aber das ist, glaube ich, nicht die tolle, schöne Krypto-Zukunft, die man sich vorgestellt hat, die dezentralisierte Zukunft. Und das realisieren die Leute gerade, leider auf eine sehr harte Weise. Und viele Leute verdienen auch einen Haufen Kohle. Und das sind leider vor allem Privatanleger, nicht die Milliardäre, die hier die Firmen aufgebaut haben und den Scheiß verzapft haben. Ich meine, bei FTX wird auch schon drüber gesprochen, dass es halt von Anfang an Criminal war und der Gründer im Nachhinein kann man es vielleicht sagen, ja, wenn man ihn sieht und in Interviews sieht und so weiter, ob das der Kollege ist, wo ich 50.000 in ein Wallet legen will oder was auch immer. Keine Ahnung. Muss jeder für sich entscheiden, aber die Indikatoren, dass das nicht so gut funktioniert, werden immer mehr. Und ich bin gespannt, wie das mit den anderen Großen läuft, also wie das mit Binance läuft und so. Sam Bankman-Fried, der CEO von Binance, der macht auch noch große Versprechungen, dass da alles cool ist und so weiter, aber wer weiß. Ja, diese Krypto-Exchanges, die waren auch von der US-Konsumerschutzbehörde, was auch immer, die waren da alle Mitglied. Und trotzdem können sie kriminelle Sachen machen und bringen alles down und nichts ist sicher und so weiter. Also Binance ist bei den gleichen geschützt, deswegen man weiß es eigentlich nicht. Ich persönlich, ich habe auf Coinbase ein paar Coins gekauft und ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr mein Login. Ich komme da gar nicht mehr ran, weil das Two-Factor-Authentifizierung auf mein altes Handy geht und ich habe die Nummer nicht mehr. Also ich muss da irgendwie mit dem Support sprechen. Und nein, wer jetzt denkt, oh mein Gott, der Summit hat Coins auf Coinbase und die sind mittlerweile Millionen wert und er kommt nicht dran, nee, so ein Case ist es nicht. Ich habe die gekauft und sie sind wahrscheinlich die Hälfte wert oder ein Drittel oder sowas. Sehr, sehr schlecht. Ich track die Werte in Parkett, weil Coinbase keine anständige Performance anzeigt. Also die haben überhaupt keinen Chart seit Kauf oder so. Oder ich bin zu dumm, es zu finden. Deswegen track ich meine Coins natürlich auch in Parkett, aber das sind extrem wenig. Ich glaube, es sind auf jeden Fall unter 1% von meinem anderen Depot und ich habe das Geld abgeschrieben, sagen wir es so. Auch wenn ich drankomme. Ich habe Bitcoin, Ethereum und Stellar. Ligma und Johnson. Ja, Raoul, das wurde mir vorher auch gezeigt von Björn aus dem Parkett-Team. Absolut Genius. Also ja, die ganze Twitter-Geschichte ist sehr, sehr entertaining. FTX, sehr traurig. Ich hoffe, von euch wurde niemand geburnt, was das betrifft, aber wenn ihr eure Kohle bei Binance oder so habt, vielleicht doch Hardware-Wallet, bis der Krypto-Winter überstanden ist. Gut. So, Roast My Portfolio oder Fragen zuerst? Sollen wir uns ein Portfolio angucken oder Fragen? Ich würde sagen, wir machen es so. Wir machen zuerst die Fragen und dann gucken wir uns Portfolios an, bis wir keinen Bock mehr haben. Bis die Zeit rum ist, bis wir keinen Bock mehr haben. Weil die Fragen will ich auf jeden Fall machen. Und zwar die ersten Fragen waren aus dem letzten Stream, die ich nicht adressiert habe. Deswegen lese ich die jetzt. Ich lese die mal kurz vor. Habt ihr darüber nachgedacht, die Subscription per App auch zu ermöglichen und so 30% quasi abzugeben an Apple oder stand das gar nicht zur Diskussion? Wir haben das ermöglicht.
tatsächlich mussten wir das ermöglichen. Parkett hat unsere App nicht in den, Apple hat unsere App nicht in den App Store gelassen, bis wir das Abo eingebunden haben. Was wir zuerst gesagt hatten war, wir haben eine Web-App und die iOS-App ist komplementär. Da kann man nicht viel machen. Konnte sich ja nicht mal registrieren oder Aktivitäten anlegen am Anfang. Wir haben gesagt, die ist eine komplementäre App. Das ist quasi View-Only, eine Reader-App, wie auch immer. Und deswegen gibt es kein Abo. Und Apple hat halt gesagt, ne, wir sehen auf eurer Webseite, es gibt Abos, ihr müsst die Abos bei uns anbieten und 30% abgeben. Und wir so, ja. Und dann, das war einfach ein riesen Hackmack, ey. Das ist immer noch ein riesen Hackmack, weil diese Apple-APIs und so weiter, es tut mir leid, aber die sind einfach shit. Vor allem im Vergleich zu Stripe und Paddle und so weiter. Der ganze Payment-Kram von Apple ist shit und nicht verlässlich und so. Das ist ganz schlimm. Aber wir mussten es bauen, wir haben es gebaut. Wer in der iOS-App ist, oder auch, ja, in der iOS-App kann man ein Abo abschließen, wenn man noch keins hat. Wenn man schon eins hat, sieht man die Option natürlich nicht. Sonst könnte man ein Doppel-Abo machen, was blöd ist. Aber wer noch kein Abo hat und in der iOS-App ist, kann ein Abo anlegen. Ist nicht gut für uns. Können wir machen, ist nicht gut für uns, weil wir davon fette Prozente an Apple abgeben müssen, damit wir mehr Komplexität haben und eine schlechtere Payment-API. Also es ist wirklich Abzocke. Ein Monopol, das definitiv zerschlagen gehört. Die ganze App Store-Geschichte oder die Payment-Geschichte im App Store. Aber egal, also das mussten wir machen. Das heißt, die Subscriptions sind in der App verfügbar. Auf Android nicht. Google ist da nicht ganz so streng wie Apple und wir möchten es nicht in der App anbieten an sich, aber bei Apple mussten wir es machen. Dann, hier kam nochmal, wie macht ihr das mit In-App-Abos? Sind die in der App abschließbar und wenn ja, gleich teuer oder teurer wie auf Desktop? Aktuell sind sie gleich teuer. Also ja, sie sind abschließbar und sie sind gleich teuer. Wir müssen mal gucken. Also ganz ehrlich, keine Ahnung, wenn jetzt plötzlich die Hälfte der Parkettbelegschaft oder die User oder die neuen Kunden alle in der iOS-App abschließen und wir dadurch plötzlich weniger Umsatz machen, dann müssten wir das erhöhen, den Preis in der iOS-App. Also die Option halten wir uns vor, aber aktuell sind die meisten Leute im Web und bleiben auch weiterhin, oder auch die neuen Kunden sind überwiegend im Web. Und solange das so bleibt, müssen wir preislich erstmal nichts ändern und tragen diese Apple-Steuer mit. Ja, aber wenn sich das in irgendeiner Form signifikant dreht, was ja sein kann. Es kann ja sein, dass in 2 Jahren die User überwiegend zu 80% die Mobile-Apps nutzen und ihre Abos darüber abschließen. Das kann ja alles sein. Dann müssten wir da was ändern. Aber bis jetzt haben wir die Preise gleich. Kann man das Investor-Abo auch kaufen, um euch mehr zu unterstützen? Aber selbstverständlich. Wir schreiben nicht vor, aus welchen Gründen man das Investor-Abo abschließt. Aber wer uns unterstützen möchte, finanziell, wodurch wir das alles hier finanzieren, wir haben keine Investoren oder Sponsoren oder sowas, also die ganze Entwicklung, die Daten und so weiter, das finanzieren wir durch die Abos, durch unsere Kunden. Und wer uns da noch auf der nächsten Ebene unterstützen will, da ist das Investor-Abo natürlich super dafür. Man bekommt auch ein bisschen was dafür, wenn man sich dazu entscheidet. So, dann gehe ich auf die Community-Fragen. Dazu bin ich hier in dem Event. Wer das nicht weiß, immer wenn wir da den Friday Fireside planen, was so ungefähr eine Woche vor Start ist, dann, oder am Montag häufig, oder ein paar Tage vorm Start, wie auch immer, dann posten wir das hier in der Community unter Events. Und da seht ihr dann den Titel und bla bla bla, aber vor allem könnt ihr dort einfach Fragen kommentieren und die öffne ich hier im Stream und beantworte sie. Und da sehen wir haben 4 Fragen. Ich gehe die mal an. So, Fabian, vielen Dank fürs Plus-Abo und dein Hustle im Beta-Circle. Mega gut, also ein Beta-Tester. Wann werden Anleihen richtig integriert? Okay, da kommt ein und. Okay, machen wir erstmal Anleihen richtig integriert. Ja, ähnlich wie Wertpapiere, die wir einfach noch nicht supporten. Das kommt einfach drauf an. Also A, haben wir die richtigen Daten und B, was müssen wir noch tun wegen
sagen wir mal, vielleicht gibt es noch zusätzliche Mechanismen, die wir machen müssen. Ich würde sagen, in dem Fall ist es mir persönlich gar nicht richtig klar, was noch alles fehlt, um Anleihen richtig zu supporten. Ich persönlich habe noch nie eine Anleihe gekauft. Das heißt, ich kann mich da definitiv nicht als Experten bezeichnen. Also was da auf jeden Fall helfen würde, ist, wenn du das einmal in dem Feedback-Form richtig aufschreibst, was fehlt, um Anleihen zu supporten. Also das wär das, was ich wissen muss, um es besser zu sagen. Was fehlt, um Anleihen zu supporten? Du fragst wann, kann ich dir nicht sagen. Ähm, höre die Frage sehr selten, deswegen ist es jetzt nicht die höchste Priorität, das kann ich definitiv sagen. Ähm, aber es kann halt sein, dass es als Side-Effekt besser supported wird, wenn wir bessere Daten bekommen, wenn wir neue Datenprovider zuschalten und. Aber es gibt jetzt kein konkretes Projekt, wo wir sagen, wir wollen Anleihen oder Anleihen müssen perfekt supported werden. Und um das zu tun, muss ich es richtig scopen. Ich muss es erst richtig verstehen. Also da jeder, der mir einen Community-Post zuschicken will, wo das genau drin steht, was fehlt euch in Parkett, damit Anleihen richtig supported sind, sehr gerne. Hilft mir, hilft dem Team und dann können wir uns das im Detail angucken. Aber aktuell kann ich dir da kein Datum oder Quartal oder sowas nennen. Und die Auswahl an Handelsplätzen bei den Aktien ist doch sehr limitiert und es ist aufwendig, alles händisch auf Xetra umzustellen. GetEx finde ich beispielsweise nicht so gut, scheint aber der Standardhandelsplatz zu sein, der hinterlegt ist. Jo, also zu den Handelsplätzen folgende Situation. Wir haben Realtime-Anbindungen an GetEx und an Lang und Schwarz. Das sind die Exchanges hinter Trade Republic und Scalable Capital zum Beispiel. Alle anderen, Xetra und Co., ich sag's wie es ist, viel zu teuer. Viel zu teuer. Können wir uns heute nicht leisten, werden wir auch bis Mitte nächstes Jahr sicherlich nicht leisten können. Die Frage ist, ob wir es überhaupt wollen. Also, die verkaufen ihre Kurse, als ob es ein Bentley wäre. Das ist, geht nicht. Das kann ich sagen. Wir bekommen da nur Delayed-Kurse. Ja, also 15 Minuten Zeit verzögert. Und wie jetzt unsere Logik, was die Kurse betrifft, funktioniert, ist, wenn du, lieber Fabian, dein Portfolio öffnest und wir müssen deine Position bewerten, dann überlegen wir, was willst du lieber haben? Willst du unbedingt einen Kurs von Xetra, auch wenn der 15 Minuten alt ist oder noch älter, wegen irgendeinem Caching oder was auch immer, oder willst du den aktuellsten Kurs auf einer liquiden Börse, auf einem liquiden Handelsplatz? Und solange die Tageszeiten noch, sagen wir mal, vor Schluss der Xetra-Börse sind, 17 Uhr oder whatever, ist der Spread zwischen den Börsen auch noch relativ, oder sind die Preise relativ gleich. Ja, also keine großen Unterschiede. Erst dann um 21 Uhr wird's crazy. Oder wird die Differenz halt hoch zum Schlusskurs bei Xetra. Und da haben wir gesagt, okay, das Wichtigste, also wir haben eine große Kriterienliste, das ist ein sehr komplexes System im Hintergrund, das auswählt, was der beste Kurs ist. Und der beste Kurs, da gehört natürlich die Aktualität dazu. Von wann ist er? Dementsprechend ist die Handelsplatzauswahl, die du einstellst, auch nicht hart. Die ist eine Präferenz. Und wir versuchen dir diesen Kurs zu geben, aber wenn das zu alt ist oder wir keinen aktuellen haben oder die Börse, oder wir den nicht mehr kriegen oder sonst was, dann wird ein anderer gewählt. Das Allerwichtigste ist, dass ein Kurs zurückkommt. Das ist das Allerwichtigste, dass überhaupt einer da ist. Wenn es heißt, ja, ich will jetzt als Börse die Xetra aus und dann aus welchem Grund auch immer haben wir keinen, weil wir irgendwie eine Anbindung über einen Provider haben oder sonst irgendwas, dann muss ein anderer gewählt werden. Es geht einfach nicht, dass dann kein Kurs kommt. Und das Problem hatten wir in der Vergangenheit, vor 2 Jahren und so weiter. Also das ist es. Und ja, GetEx ist der Standardhandelsplatz. Genau, die waren die ersten, die uns die Realtime-Anbindung gegeben haben und da haben wir die als Standard hinterlegt. Und wenn man aber zum Beispiel Lang und Schwarz auswählt, dann ist relativ safe, dass man auch Lang und Schwarz kriegt, weil da sehr, sehr viele Kurse jeden Tag reinkommen. Das sollte also kein Problem sein. Aber bei Xetra zum Beispiel würde ich es jetzt nicht garantieren, weil ich weiß, dass wir da keine Realtime-Anbindung haben. Deswegen, dass die Auswahl limitiert ist, ich sag dir, wie es ist. Wir hatten mal eine Handelsplatzauswahl, die so war, wie du sie gerne hättest, nehme ich an. Wir hatten eine riesige Anzahl an Handelsplätzen zum Auswählen und es war hart. Wenn du den Handelsplatz ausgewählt hast, hast du nur von da Kurse gekriegt. Was dazu geführt hat, dass manchmal wir keinen Kurs hatten bei irgendeinem Handelsplatz, aus welchem Grund auch immer.
Und dann musste der User selbst einen anderen Handelsplatz auswählen, dass es funktioniert. Dann haben wir gesagt, das ist eine scheiß User Experience. Die meisten Leute interessiert der Handelsplatz gar nicht. Es geht nur um eine Bewertung, die einigermaßen akkurat ist. Und mit einigermaßen meine ich, die Differenzen sind maximal 1 Euro oder irgendwo im Centbereich zwischen den Handelsplätzen. Das ist viel, viel wichtiger, dass da ein Kurs kommt, als dass der Handelsplatz genau der ist, den der User gerne hätte. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir testen was, wir machen diese ganze Handelsplatzauswahl weg und gucken, was passiert. Oder wir reduzieren sie komplett und für also für Basic-User, die kein Abo haben, haben wir sie komplett abgeschaltet. Und siehe da, niemand interessiert es. Es ist so viel Aufwand, das zu tun und so teuer, diese verschiedenen Exchanges alle anzubinden, nur damit 5 User sich genau den Handelsplatz aussuchen und auch immer von da den Kurs kriegen. Es wird eine Zeit kommen, in der das wichtig ist und in der wir das liefern werden. Mehr will ich dazu noch nicht sagen. Aber so Stand heute, was es im Portfolio-Tracking gibt, ist es den meisten User einfach nicht wichtig und der Aufwand, der dahinter steht, ist immens, um das einzukaufen und um das richtig umzusetzen, beziehungsweise um die Kurse zu liefern. Und wie gesagt, wenn wir dann für irgendeine Börse keine gute Anbindung haben, dann kommt halt nichts oder 0 oder was auch immer und das ist einfach viel, viel, viel schlechter. Deswegen, wir haben uns entschieden, das irgendwann wegzumachen und am Ende des Tages hat es einfach so gut wie niemand interessiert. Deswegen ja, es ist limitiert, aber es ist limitiert aus pragmatischen und Usability-Gründen, weil es einfach die Komplexität, die es hinzufügen würde, nicht rechtfertigt, was User machen wollen. Oder wie die Masse der User die App benutzt. Ist jetzt nicht die Antwort, die du hören wolltest, das ist mir natürlich klar, aber es ist einfach so. Und wenn wir sehen, dass sich das ändert, dann werden wir auch darauf reagieren und wir werden mehr Handelsplätze hinzufügen. Ich kann euch definitiv sagen, wir sind in sehr weiten Gesprächen mit der nächsten Börse, die wir Realtime anbinden. Also wir arbeiten daran, A, mehr Realtime und B, mehr Auswahl. Aber wie gesagt, nur wenn die Börsen auch mitspielen und nur wenn wir da in irgendeiner Form auch das wirtschaftlich machen können. Wenn wir Realtime-Anbindung an Xetra hätten, kann ich dir sagen, dann wäre das der Default. Ja, dann wäre das die Standardeinstellung. Aber haben wir nicht. Und ist noch zu teuer. Da sind wir noch ein bisschen zu klein. Die Xetra, wie gesagt, hat da noch ein paar Vorstellungen aus einer anderen Zeit. Jay im Investor-Abo, vielen, vielen Dank für diesen fetten Support. Das freut mich sehr. Du hattest in einem vorigen Fireside, als die Währung eingeführt wurden, erwähnt, dass es relativ einfach wäre, neue Währungen hinzufügen. Man soll sich einfach mal melden. Könntet ihr bitte THB als Währung hinzufügen, damit meine Cash-Position einpflegen kann? Was ist THB? Also ja, wie vorhin gesagt, wir haben gerade den Penny Sterling eingeführt. Und ja, neue Währungen ist nicht schwer. Thai Baht. Ah, okay. Ja, notiere ich. Das ist nicht schwer. Wenn wir Umrechnungskurse haben, und ich gehe davon aus, dass wir sie haben, dann ist das wirklich kein Problem. Vielen Dank, Jens. John Doe schreibt: Hallo, ich habe... Oh, bevor ich hier weitermache, gucke ich mal ganz kurz in den Chat. Alles cool da, Lisa hat's im Griff, super. Hallo, ich habe am 1.11. einen Bug in der App per Mail an den Support gemeldet und bis heute keine Rückmeldung erhalten. Der Bug besteht auch weiterhin. Daher meine Frage, auf welchem Kanal ihr welche Feedbacks haben wollt. Meiner Meinung nach sind die gewünschten Kanäle, abgesehen von Feature Requests, nicht transparent kommuniziert. Hier gibt es Community, App-Rezension, Mail und sicherlich auch eine oder andere Möglichkeit auf Social Media. Gleichzeitig betreibt ihr jetzt Homepage, App. Gelten für beide die gleichen Regeln, wo was kommuniziert werden soll. Ich würde mir wünschen, dass es an zentralen Stellen eine klare Übersicht mit Links gibt, die gegebenenfalls getrennt für App und Homepage erläutert, auf welchem Kanal Feature Requests, Bug Reports sowie technische und allgemeine Fragen gewünscht werden. In der App am besten direkt auf der Menüseite. Danke für den Gruß. Hier noch mein ursprünglicher Bug Report. Und das war Kaufbetrag. Okay. Das ist eine sehr, wie soll ich es nennen,
eine Frage, wo du dir offensichtlich sehr viel Gedanken dazu machst, wie wir das am besten hätten, was mich sehr freut. Also das finde ich cool. Generell support@parkett.com, das ist die beste Adresse, um alles abzuliefern quasi, außer halt Feature Requests bitte in das Voting, weil wir da die Community mit einbeziehen wollen und so weiter. Aber wenn du einen Bug reportest, ist es super. Wenn du Feedback zu Daten hast, da geht auch daten@parkett.com, das geht dann auch. Oder sonst irgendwas, support@parkett.com. Das haben wir vor kurzem eingeführt und wir rollen das jetzt so langsam aus, dass es überall steht. Ich hatte es auch schon im Livestream erwähnt, deswegen auf jeden Fall zuschicken. Wenn du noch keine Antwort bekommen hast, also was ich definitiv sagen kann, wir lesen das, wir sehen das, wir gehen das an. Was ich besser machen kann, was wir besser machen können, ist, dass wir dir einmal antworten und sagen, hey, wir haben es erhalten, danke, und wir melden uns, wenn es gefixt ist. Das heißt aber nicht, dass sofort gefixt ist oder dass wir sofort da dran sind. Bedeutet, wir haben das gesehen, wir haben es aufgenommen und wir haben auch dein Ticket im Prinzip, also intern ist es ein Ticket, deine Anfrage dabei vermerkt, dass wenn wir es fixen, dass wir dir zurückschreiben können und sagen können, hey, es ist gefixt. Das funktioniert am besten, wenn man über support@parkett.com schreibt. Wenn man uns irgendwo auf Social Media schreibt oder sonst wo, dann nehmen wir es auch auf, aber dann werden wir wahrscheinlich nicht Bescheid sagen, wenn es fertig ist oder wenn es gefixt ist oder so. Wir können es versuchen, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Deswegen erstmal sorry, dass du noch keine Antwort erhalten hast, aber definitiv musst dir keine Sorgen machen, dass es in irgendeiner Form untergegangen ist oder sowas. Das haben wir auf jeden Fall bekommen. Aber ich sehe, dass wir hier definitiv einmal kurz antworten können und sagen können, wir haben es bekommen, wir sind dran und wir sagen Bescheid, wenn es fertig ist. Ich schreibe mir das kurz auf. Bug Reports einmal ein. Haben sie erhalten, antworten. Und dann können wir das regeln. Genau, also support@parkett.com, immer eine gute Adresse für alle Anliegen. Auch wenn irgendwas mit der Rechnung ist oder euer Abo betreffend oder sonst irgendwas. support@parkett.com. App-Rezension und solche Geschichten. Klar, man kann überall schreiben. Es gibt so viele Kanäle, wo man schreiben kann, aber das ist für uns natürlich auch extrem schwer, das zu managen. Überall. Wir antworten auch auf App-Rezensionen. Wir antworten auch auf Social Media überwiegend, wenn wir es sehen oder wenn wir dazu kommen. Wir haben nicht alles, also zum Beispiel Twitter habe ich nicht immer im Blick, der Twitter-Kanal von Parkett. Deswegen offiziell support@parkett.com. Da guckt das ganze Team drauf, da werden wir alle Anfragen beantworten. Und wir werden dafür sorgen, dass du auch noch eine Antwort bekommst, beziehungsweise wenn Bugs reinkommen und wir die sozusagen aufnehmen, dass wir dann auch einmal ein kurzes, wir haben es bekommen, vielen Dank, wir sagen Bescheid, antworten. So, ich hoffe, das hat geholfen, lieber John. Chris, auch dir herzlichen Dank für deinen Support im Plus-Abo. Chris fragt, hi, ich bin vor kurzem auf Parkett gestoßen. Wie bist du auf Parkett gestoßen, würde mich mal interessieren. Wo hast du es gefunden? Und seitdem begeisterter Nutzer. Hammer. Freut mich sehr. Ihr macht einen super Job, besonders in Bezug auf die grafische Darstellung. Kann euch kein anderes Tool, zumindest von denen, welche ich kenne, das Wasser reichen. Vielen, vielen Dank. Das poste ich direkt an unser Team, denn das wird sie sehr, sehr freuen und motivieren. Ich hätte einen Vorschlag zum Bereich der angekündigten Dividenden. Es kann zwar eingestellt werden, ob die erhaltene Dividende netto oder brutto angezeigt werden. Leider greift dies aber nicht bei den angekündigten Dividenden. Diese werden immer brutto angezeigt. Es wäre super, wenn auch hier die erwartete Nettodividende ausgewählt werden könnte, oder man könnte eventuell auch eine Möglichkeit schaffen, selbst einen Steuersatz anzugeben, der dann vom Bruttowert abgezogen wird. Somit wäre die Voraussage viel genauer und Einkünfte besser planbar. Ich habe das auch schon im Feature Voting vorgeschlagen. Sehr gut, dass du es im Feature Voting vorgeschlagen hast. Also weiter so und ich freue mich schon auf die nächsten Updates. Das halte ich für einen sehr guten Vorschlag an sich. Es ist jetzt auch keine, ich überlege, welchen Steuersatz man da nimmt. 25%. Also wenn man halt den Ding nicht betrachtet. Den Freibetrag, Dings da, Bums da.
Ich überlege im Kopf schon, wie man es umsetzt. Also, aber ich halte es für eine sehr gute Idee. Lass mich das auch mir einmal notieren, damit wir es in unser System packen. Netto-Dividende für angekündigte Dividenden. Ich halte es für einen sehr guten Vorschlag, aber ich will dir auch nicht versprechen, dass das irgendwie in nächster Zeit umgesetzt wird. Denn wir schauen sehr auf das Feature Voting natürlich auch, aber es ist auch kein Riesenprojekt, deswegen Kleinigkeiten kann man auch immer mal wieder so umsetzen. Ich habe es mir notiert und ich mache mir ein paar Gedanken dazu, wie man das am besten umsetzt, weil es einen Rattenschwanz ein bisschen auslösen konnte, dass dann die User sagen, okay, jetzt will ich noch meinen Freibetrag eintragen und ich will meinen Steuersatz eintragen und dann muss man das alles ausrechnen, dann wird das alles ein bisschen größer. Sicherlich Dinge, die auf jeden Fall Sinn machen, aber dann ist diese spezielle Änderung nicht mehr eine Kleinigkeit. Gut, vielen Dank, Chris. Vielen Dank für die Fragen. Bitte scheut euch nicht, das zu tun, wenn ihr spezielle Fragen habt oder einfach auch Lob fürs Team oder Vorschläge. Also geht in den Events-Bereich hier in der Community und wenn dann der nächste Stream hier drin ist, dann einfach die Fragen darunter ballern. Keine News von der API-Front, lieber Louis. Gut, dann mache ich mal ein bisschen was zu hier und dann können wir eigentlich Portfolios angucken. Ne? Lass mich mal kurz gucken. Ich habe hier ein paar Links. Ja. Wie viel Uhr ist es? Es ist 17:20 Uhr, das heißt, wir haben fast 1,5 Stunden. Das ist so die Zeit, die wir üblicherweise machen. Ich würde sagen, wir machen 1, 2 Portfolios und dann gehen wir alle ins verdiente Wochenende. Ich bin sicher, ihr habt die Woche sehr hart gearbeitet. So. Ich hole mir hier kurz ein Portfolio rüber. Bereit? So, Robin hat übrigens, wenn ihr ein Portfolio zur Verfügung stellen wollt, dass wir, wenn wir Zeit haben, hier mal durchgehen, zusammen mit der Community, dann gibt es dazu einen Thread, wo ihr einfach drunter kommentiert. Die Lisa postet sicherlich gleich den Link hier rein. Dann könnt ihr euch euer Portfolio da ebenfalls einstellen. Worum wir euch bitten ist, so wie der liebe Robin hier, ein bisschen Kontext zu geben. Schreibt ein bisschen, ne, was ihr macht, wie viel ihr investiert in Prozent so von eurem Einkommen und das Portfolio bitte auf öffentlich stellen mit absoluten Werten und die werden wir uns dann angucken. Also, Robin schreibt, ja, bitte, relativer Neuling ohne großartige Strategie, also für alle Roaster ein gefundenes Fressen. Ich bin übrigens kein Profi-Roaster hier, ich bin auch kein Finanzexperte, ne? Ich bin nur so ein Dude, der eine App programmiert hat und der jetzt auch Finanzexperte macht. Angefangen im Frühjahr 2021 mit einem normalen Sparplan für FTSE All World. Wollte schon lange Amazon auch haben, also war davon eine drin. Tesla entgegen aller Businessleistung auch, einfach nur, weil zukunftsweisend. Dann ETF-Empfehlung von Freunden hinzugefügt, aktiv gemanagte für Wasser- und Öko-Infrastruktur, läuft auch gut. Dann täglich Podcast gehört und peu à peu immer neue dazu bekommen, viel an Berkshire Hathaway orientiert, aber auch mal Impulskäufe. Leider habe ich dann ins fallende Messer gegriffen, kurz vor dem Split ist Amazon nochmal richtig gefallen und ich habe das als kleinen Dip gewertet und mir schnell eine zweite Position geholt. Der Unternehmenszahlentag direkt danach hat aber nicht wie erwartet mal wieder die grandiosen Zahlen gezeigt, sondern das Gegenteil und den Kurs hart nach unten bewegt. Hat jetzt alles ganz schön in die Miesen gezogen und ich bin etwas ratlos. Prinzipiell habe ich noch kein Exit-Game. Ich mache Buy and Hold und wollte erst in frühestens 15 Jahren auscashen. Ich habe keine Erfahrung mit Rebalancing und wollte mal eure Meinung hören, wie ich hier vielleicht noch was retten kann. Okay, interessant. Also, das ist Robins Portfolio seit Kauf, 3.000 Euro Kursverlust. Knapp 200 Euro Dividenden. Wir sehen, die Performance war mal gut, ist dann runter. Was ist das? Feb 2. Okay, also in diesem Jahr, wo es meiste runter ist,
Man sieht es hier auch ganz gut. Er investiert fleißig, hier hat er mal heftiger investiert. Hier war er sogar im Plus und jetzt wieder schön ist die Portfoliowert unter das investierte Kapital gefallen, was im Prinzip der Kursverlust ist. Schauen wir uns mal die Werte an. Ich blende mal noch ein bisschen ein, weil ich habe gesehen, er hat auch verkauft. So, also ich habe einen Einstieg noch eingeblendet, Kursgewinne, Dividenden, realisierte Gewinne. Okay, also größte Position der Vanguard FTSE All World Distributed. Einer meiner Favorites ist nicht der High Dividend Yield, aber trotzdem, den habe ich auch in einem anderen Portfolio und den hast du zu 30% drin, also weiter so. Aber ich glaube, dich interessieren mehr so die Einzelaktien, ne? Biotech, Investor Markets, ÖkoWorld Classic, okay. Also, wegen den Einzelaktien, Amazon, Tesla, Microsoft und so. Du hast gesagt, umschichten, was kann man retten und so. Du hast ja die Aktien also mir ist schon klar, Impulskäufe gibt es, dann empfiehlt mal jemand was und man kauft trotzdem und so weiter. Das ist halt einfach die Realität, auch wenn man sagt, man soll sich eine Strategie und dann behält man die und so weiter, aber es ist einfach die Realität. Was ich mir überlegen würde an deiner Stelle, und nichts davon ist irgendeine Art von Anlageberatung oder sonst was, aber was ich mir persönlich überlegen würde, das ist meine Meinung zu Entertainment-Zwecken, ist dieses Unternehmen oder bevor ich das sage, ja, die Frage ist, will man maximale Performance oder will man halt, dass sein Geld einfach nicht von der Inflation gefressen wird? Ich persönlich bin keiner, also wenn Leute zu mir kommen und sagen, mit der Aktie hättest du viel mehr Performance und damit viel mehr und dies und das, whatever, das interessiert mich alles nicht. Ich überlege mir, wenn ich eine Einzelaktie kaufe, will ich dieses Unternehmen, wenn mein Anlagehorizont 15 Jahre ist, 20 Jahre, 30 Jahre, glaube ich, dass das Unternehmen in 20 Jahren erfolgreicher ist als heute und ist es noch da? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Und dann gucke ich nicht auf die Quartalszahlen oder sonst irgendwas. Ich versuche es nicht zu timen oder sonst irgendwas. Willst du Amazon behalten? Glaubst du, die sind in 20 Jahren größer als heute, erfolgreicher als heute? Oder haben die ihre Growth-Zeit quasi schon hinter sich? Denkst du, die schütten irgendwann mal Dividende aus oder wie hast du deinen Return? Irgendwie musst du ja deinen Return bekommen. Fangen die an mit Dividenden oder hauen die weiter eine Kursperformance raus? Wenn du jetzt, wann hast du angefangen zu investieren? Du hast Februar 21 angefangen zu investieren. Du kannst da einfach noch kein Resümee ziehen über irgendeine Firma. Jede Firma hat mal eine Downphase oder mal schlechte Quartalszahlen oder der ganze Markt ist schlecht, wie aktuell, und dann passiert irgendwas. Amazon hat es jetzt richtig runtergehauen. Es ging aber davor halt 10 Jahre nur hoch. Wenn es jetzt 5 Jahre unten ist und dann geht es wieder 10 Jahre hoch, dann hast du am Ende von deinem Anlagehorizont immer noch ein fettes Plus. Aber du musst es 5 Jahre Downphase überstehen. Denkst du, Amazon geht in die Knie durch die aktuelle Phase? Denkst du, die gehen pleite oder irgendwas? Oder glaubst du, sie bleiben unten? Das weiß man nicht, aber das sind die Fragen, die ich mir stellen würde. Also, wenn du einen langfristigen, du sagst Buy and Hold, langfristige Anlagestrategie, dann würde ich auch so agieren. Wenn du denkst, dass Amazon nicht in 20 Jahren besser ist als heute, wenn du glaubst, es ist kein Unternehmen, das dir dann was bringt, dann verkauf's jetzt. Guck gar nicht großartig hin, okay, du hast einen Loss, iss ihn und mach weiter und kauf was dich interessiert. Oder wo du glaubst, du kannst auch einen Downturn durchhalten, weil du einfach vom Unternehmen generell überzeugt bist. Klar, ein Unternehmen ändert sich auch mal, ja, Management und Twitter und so, dann muss man das neu bewerten. Aber bei Amazon weiß ich jetzt nicht, was sich großartig geändert hätte in der Zeit. Der CEO hat halt einmal gewechselt, aber das ist ja nichts, was dich jetzt zu deiner Ratlosigkeit bewegt, sondern nur rein der Kursverlust. Und da musst du ein bisschen drüber stehen. Wenn der Kurs runtergeht, aber dein Unternehmen sich nicht geändert hat, weiß nicht. Also du musst nicht verkaufen und den Loss mitnehmen. Du kannst aber umschichten. Ich kann dir mal sagen, was ich gemacht habe. Also bei Tesla ist es das gleiche Spiel, Microsoft und so weiter. Und deswegen investiere ich in Dividendentitel, weil da sehe ich konstanten Return, den ich pocketen kann. Den ich mir wegnehmen kann. Deswegen habe ich Dividenden so gern. Weil ich einfach während dieser Anlagezeit einen Cashflow habe. Und das gefällt mir sehr gut, das motiviert sehr gut und vor allem auch im Unternehmen drin zu bleiben. Weil selbst wenn der Microsoft-Kurs um 50% runtergeht und die ihre Dividenden trotzdem nachhaltig ausschütten und steigen, ja, dann kaufe ich mehr von der Aktie, wenn der Kurs runtergeht und
habe keine Angst, dass ich irgendwie verkaufen muss oder so. Nichtsdestotrotz, ich habe auch schon verkauft in meinem anderen Depot. Zum Beispiel hatte ich Daimler-Aktien und die sind runtergegangen. Da war Tesla gerade auf dem Weg nach oben. Das war 2019 oder so oder 18, 19. Und da habe ich auch gesagt, ich glaube nicht mehr an Daimler. Ich verkaufe die Position jetzt mit minus 50%. Danach hat die sich wieder gut gefangen. Sehr gut. Aber whatever. Ich wollte das Unternehmen nicht mehr im Depot haben. Ich habe das bisschen genommen, Geld, was da drin war, und habe es in einen ETF gesteckt. Und den Loss habe ich quasi genommen und die haben danach Rekorddividende ausgeschüttet und alles. Da habe ich bei allem nicht partizipiert. Aber ich habe einfach konsequent gesagt, okay, kein Unternehmen mehr, wo ich dran glaube, dass die in 20 Jahren top sind. Ich glaube, die werden überholt von jüngeren Software-Automobilherstellern. Muss nicht Tesla sein, können auch andere sein, aber ich habe einfach bezweifelt, dass sie es selber hinkriegen. Die Digitalisierung, sage ich mal. Und so würde ich es bei den meisten Sachen sehen. Dass du jetzt im Roten bist, ich meine, das ist keine Überraschung. Alle sind, oder viele sind im Roten. Vor allem, wenn man während Corona angefangen hat, ist man im Roten. Das Wichtigste in meinen Augen in deinem Portfolio ist, dass du nicht aufgibst und die Börse an den Nagel hängst. Und wenn dir diese Spekulation, in Anführungsstrichen, mit Einzelaktien wenn dich das aus der Bahn wirft, ja, was jetzt passiert, und wenn du sagst, da bist du einfach nicht, ist dein Magen nicht zu gemacht und diese roten Zahlen machen dich nervös, schichte sie in einen ETF um. Irgendwas, wo du auch mal ignorieren kannst oder wo du die Zahlen siehst und dann sagst, das ist okay. Einzelaktien, finde ich, also ich habe auch viele Einzelaktien, aber mich macht das überhaupt nicht nervös, wenn die rot sind. Ich trenne mich halt dann mal von der einen oder von der anderen. Ich kann mal ein paar andere nennen, Lyft, PayPal und so, das sind alles so Kandidaten, die ich auch gekauft habe aus FOMO oder sonst irgendwas, und irgendwann habe ich sie einfach wieder rausgeschmissen, mal mit Gain und mal nicht. GoPro auch mal, hat auf einen Turnaround gehofft. Also, dass man mal so ein bisschen zockt, ist, glaube ich, auch normal. Aber mit kleinen Beträgen halt. Und du hast zum Glück auch das Größte hier. Aber ehrlich gesagt würde ich an deiner Stelle diesen ETF hier auf 60-70% heben. In irgendeiner Form. Deine Amazon-Position, also ich will... keine Ahnung. Ich kann dir nicht sagen, wie sich Amazon entwickelt. Ich habe auch ein bisschen was von Amazon, aber halt... ja, im Plus. Also ich habe es ein ganzes Stück früher gekauft, aber wobei ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie noch im Plus ist. Aber Amazon will ich keine Prediction machen, ob sich das wieder ändert oder nicht. Eine Amazon-Analyse traue ich mir jetzt hier nicht zu. Ich überlege, was ich jetzt machen würde an deiner Stelle, wenn ich Amazon 21 gekauft hätte und das jetzt so aussehen würde. Oder wann auch immer du da gekauft hast. Aber ich würde auf jeden Fall noch ein bisschen abwarten. Weil das aktuell ist ja, also klar, das ist eine Korrektur und so weiter, aber es kommen ja auch wieder andere Zeiten. Und Amazon ist so ein Monster. Ich glaube einfach nicht, dass diese Phase jetzt gerade Amazon in irgendeine Gefahr bringt. Die haben jetzt gerade 3% ihrer Mitarbeiter entlassen. Das hätten sie gar nicht müssen. Die sind in keiner Not. Das haben sie einfach gemacht, weil laut Pip aus dem Doppelgänger-Podcast haben sie es gemacht, weil sie die aktuelle Marktphase dazu nutzen, einfach ein bisschen effizienter zu werden, ohne dass sie Ärger kriegen, dass sie Massenentlassungen machen, weil es jeder aktuell macht. Von dem her wird mir da jetzt, also ich persönlich würde mir jetzt nicht viel Sorgen machen. Ich würde es ignorieren und sagen, blöd, eher überlegen, ob man nachkauft oder nicht. Aber wie gesagt, keine Anlageberatung. Ansonsten, hier sieht man mal die Trades so an sich. Okay, bei 100 Euro und so weiter, das ist alles, ist noch kein Weltuntergang. Und da kleine Trades nach oben. Ja, nicht so viel traden auf jeden Fall. Und dann sieht man hier Sparplan überwiegend bei knapp 200 Euro und dann ab und zu mal ein paar dickere Einmalkäufe. Im August hast du auch doppelt investiert, so wie es aussieht. Lass die Sparpläne laufen, mach sie vielleicht ein bisschen höher und geh nicht in so Sachen rein. Wenn du irgendwas hörst und irgendwo ist der Hype, geh da nicht rein. Lass deine Sparpläne laufen für die Unternehmen, für die du dich entschieden hast, für deine 15 Jahre.
und dann nur verkaufen oder korrigieren, wenn das sich auch richtig was geändert hat. Nicht wenn, also am Unternehmen, nicht wenn sich die Kurse ändern. Direktmarketing, ja, das ist Amazon hier. Okay. Region Nordamerika überwiegend, ja. So sieht es bei mir auch aus. Alle Leute reden immer von diesem Home Bias, den sehe ich übrigens in Parkettportfolios nicht so arg. Dividenden scheint nur ein Byproduct zu sein, ne? Da guckst, also okay, du hast den Distributed gewählt und der schüttet auch schon gut Dividende aus. Also das wird mich hier motivieren, diese 40 Euro Dividende von dem Vanguard. Einmal im Quartal. Ist schon geil. Aber gut, ich bin halt Dividendentyp. Okay. Einige von den Positionen kenne ich übrigens auch nicht. Hier unten. Okay, Öl. Bank of America, BYD, aber alles. Das ist zum Beispiel was ich bei mir wegmache. So alles unter 1% und so weiter. Selbst wenn die krass abgehen, ändern die nichts an deinem Vermögen. Und wenn sie down gehen, dann ist es halt weg. Ich persönlich habe mir jetzt gesagt, mein Rebalancing wird, diese ganzen Mini-Positionen da wegzumachen. Ich habe mir einen Eurobetrag gesetzt. Ich habe zum Beispiel gesagt, mindestens 1000 Euro müssen in der Position sein, damit ich sie überhaupt behalte oder kaufe. Und den ganzen Kleinkram mache ich weg. Das habe ich noch nicht gemacht. Das mache ich erst, wenn ich euch das Portfolio gezeigt habe bei 2000 Abonnenten. Aber ja, dieser ganze Kram hier, der ändert, selbst wenn sich jetzt Bank of America hier plötzlich verdoppelt oder verdreifacht, dann ändert es ja an deinem Ding hier kaum was, an deinem Portfoliowert. Deswegen würde ich so kleine Positionen gar nicht führen. Klar, die sind teilweise runter, also die waren 500 Euro, 300 Euro, 270, ja, die meisten unter 500 Euro überhaupt Einstieg. Kann ich mal kurz einblenden. Ja. Guck lieber, ich meine, mit den ETFs ja, aber wenn du dich für Unternehmen entscheidest, die du so lange halten willst, Buy and Hold. Ich kann dir sagen, welcher Meinung ich bin. Ich kann dir nicht sagen, dass es das Beste ist oder sowas. Ich bin, wie gesagt, wirklich kein Experte, aber ich würde halt, also was ich mache, ist, ich suche mir 10, 12 Unternehmen raus und die habe ich. Und dann, wenn ich ab und zu mal ein Unternehmen da tauschen muss, fein. Aber ich habe 10, 12 Unternehmen und die bespare ich die ganze Zeit. Und dieser ganze Kleinkram weg. So, dass du eine klare Strategie hast. Und dann hast du auch weniger zu tracken, weißt du, also Unternehmen zu beobachten. Ich meine, ich sage das so, aber es gibt viele, die das anders machen. Es gibt Parkettportfolios mit über 1000 Holdings. Also, da hat jeder seine eigene Strategie. Okay, Robin, ich weiß nicht, ob dir das geholfen hat, aber sind meine Gedanken dazu, wenn ich das so sehe und nach deinem Text. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du es reingeschickt hast und dass du so ausführlich geschrieben hast, was da los ist. So Leute, eins machen wir noch. Kai schreibt auch, und Superkau unter 1K, 1K Mindesteinstand, denke ich nämlich auch. Nur dann hat es auch wirklich Auswirkungen, ja, wenn du was auswählst. Wenn du eine Aktie auswählst. So, dann haben wir den Divi-Tobi. Hallo Parkett-Team, erstmal Glückwunsch, tolles Tool. Freue mich noch mehr, wenn die Android-App bald kommt. Die Android-App ist mittlerweile da, boy. Aber ich weiß, du hast es vorher geschrieben. Möchte gerne mein Portfolio mit allen Teilen und an eurem Roast teilnehmen. Strategie Buy and Hold mit Übergewicht auf Einzeltitel macht einfach mehr Spaß, Research zu betreiben. Okay, habe mich für erstmal 70 Positionen entschieden. Okay, da haben wir es schon. Alles klar. Von denen, habe für mich erstmal 70 Positionen voll, von denen ich denke, dass entweder Wachstum da ist, langfristig oder ein sicheres Geschäftsfeld mit sicheren Dividenden. Klar gehe ich auf Dividendenstrategie, bin 25 und monatlich gehen ca. 1500 Euro ins Portfolio plus Dividenden. Nicht schlecht. Das ist mal ein fetter Sparplan. Mit 25, die wird es gut gehen, mit 35, Junge. Also ich bin jetzt 34 Jahre und
Äh, hätte ich mit 25 schon so viel investiert? Ich habe gar nichts investiert, ich habe alles rausgehauen. Ähm, da würde ich jetzt ein bisschen anders dastehen. Nicht, dass ich schlecht dastehe, aber du bist auf einem sehr guten Weg, Divitobi. Nice. Okay, 88.000 sind drin. Viele Positionen, keine jetzt ultra übergewichtet, was gut ist. Er ist anständig im Plus, zumindest aktuell 2%. Oh, sorry, doch nicht so mega anständig. 2% war mal bei 10. Ich habe mich von den hohen grünen Bergen hier verleiten lassen, aber hier sieht man es ganz gut, dass sein Portfoliowert immer um das investierte Kapital hovert. Da will man eine Schere drin sehen, was Kursgewinne betrifft. Aber er sagt, er ist Dividendenboy, also sind die Dividenden das Wichtige. Wir können einmal kurz auf die Position hier gucken, aber komm, das machen wir auf den Dividenden-Dashboard direkt. 2,67% persönliche Dividendenrendite, 200 Euro monatliches Einkommen, genau wie ich, TTM, mit etwas mehr Portfoliowert drin. Breakdown, wenn man so guckt, ist es immer Mai, Juni, Juli, August. Ach so, okay. Genau, also Dividenden, hier waren 400 Euro im Monat, richtig nice, 340 Euro, also das muss sehr viel Spaß machen, die Dividenden reinkommen zu sehen. Bruttodividende, Nettodividende, genau sehen wir hier, Steuern, klar, und hier quasi 2200 Euro, 2022 investiert, also es ging auch erst richtig ab dieses Jahr mit den Dividenden. Wann hat er denn seinen ersten Kauf gemacht? Auch Oktober 21, also ungefähr gleich wie Robins Portfolio. Gleicher Start circa. Angekündigte Dividenden, jo, da kommt einiges. Das ist schon sweet. 70 Euro pro Monat. Hier schon 280 Euro im Dezember erwartet. Geil, gefällt mir gut. Und wenn wir uns die Position mal genau angucken hier, dann sehen wir so ein bisschen die Rendite, die er sich so aufgebaut hat und was er grob an monatlichem Einkommen macht. Ich will da nochmal kurz sortieren. Rio Tinto, Imperial Brands. Hier ist der Vanguard, All World High Dividend Yield, mein Favorite, I like it. Ich mache das mal kurz nach Name hier, ich will kurz schauen. Oder? Nee, nach Dividende machen wir es. So, Omega Healthcare Invest, Rio Tinto, Altria, Imperial Brands, also einige von diesen Dividenden-Dickschiffen, die man in den meisten Dividendenportfolios sieht. British American Tobacco, BASF, AT&T, Verizon und so. Nice. Also es sind keine Titel, in die ich mich trauen würde, einfach weil ich mich zu wenig auskenne und weil sie in Sektoren sind, die ich persönlich für absteigend halte, auch wenn sie immer noch gut Cash und Dividenden machen. Aber sowas wie Verizon, AT&T und so, das sind... Ich weiß, dass sie gut funktionieren, dass die Amis keine andere Wahl haben, aber das sind einfach absolute Drecksfirmen, in die ich nicht investieren will. Aber ich weiß natürlich, dass sie gut liefern. AbbVie, die kenne ich nicht. Line... Ich spreche das falsch aus, deswegen versuche ich es gar nicht. Und SSE, okay, Allianz 3M, Intel. Ja. Wie sieht es da bei dir aus? Intel? Die schütten doch keine Dividende aus, oder? Ah, doch. Ich glaube, mir haben sie verweigert, weil die haben sie abgeschafft. Oder? Nee. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ist bei mir Intel auch genauso. Gut am Sack. Und ich weiß nicht, ob ich mich schon getrennt habe, aber ich werde mich trennen. T. Rowe Price, Pfizer, krass, Mann. Okay, also das sind einige, ich will fast sagen alle Dividendendickschiffe, aber was ich interessant finde, und das werden wir noch machen, mit dem Dividenden-Holding oder dem ETF-Breakdown, dass wir den anständig anzeigen, aber lass mal kurz was gucken, weil ganz viele dieser Unternehmen sind ja auch hier schon drin. Das heißt, wenn du dir 70 Unternehmen raussuchst,
Ach so, du hast gesagt, dir macht Research mehr Spaß und so weiter. Okay, das kann ich verstehen. Also ich persönlich habe auch einen ETF und hau dann halt meine Einzeltitel noch dazu in meinem Portfolio. Aber dann, ich persönlich würde hier die Gewichtung höher setzen von dem, weil wie gesagt, der hat viele von diesen Unternehmen drinne, ähm, schüttet auch anständig aus. Deswegen, ja, aber du hast es ja gesagt, also ich würde es anders machen, ja. Ich habe es anders gemacht, dass das hier nicht nur die größte Position ist, sondern vielleicht 50% und dann suchst du dir komplementäre Firmen raus oder andere Firmen oder die gleichen. Aber im Endeffekt, ich meine, wenn du es so weiter treibst, dann wirst du den ja nachbilden, mehr oder weniger, oder? Crazy. Hier sind auch so ein paar kleine. Also diese Mini-Position hier, alles unter 1% würde ich weghauen. Da dürfte ja auch die Dividende nicht sonderlich groß sein. Hast du die eingeblendet? Nee. Die wichtigste Spalte für einen Dividendeninvestor. Hier, da unten kommt nicht mal was. Auch lächerlich gering, alles. Das wird an deinem. Die reißen nix mit so einer kleinen Position. Also entweder erhöhen oder halt raus. Ich lass mal kurz gucken, ob deine Sparpläne in alle reingehen hier. Ich mache mal nur Käufe. Okay. Also deine Sparpläne gehen tatsächlich in 60 verschiedene Firmen jeden Monat, wenn ich das richtig sehe. Krass. Also, dann lass mich nochmal in diese kleinen Leute da gucken. Nehmen wir mal JP Morgan Chase. Da bist du nicht mehr am Kaufen, wenn ich das richtig sehe. Und bei Visa, da kaufst du noch. Aber das sieht nicht nach dem Sparplan aus. Also entweder ist ausgesetzt oder noch was nicht eingetragen. Aber ja, ist mir persönlich zu viel. Ich glaube auch nicht, dass man bei so vielen Firmen auf dem Laufenden bleiben kann. Ähm, ich persönlich finde es irgendwie cooler, wenn, keine Ahnung, 10 bis 20 Firmen und die hauen dick Dividende raus, als dass ich 70 bis 100 habe und da so Kleinkram hier dabei ist. Ich kann verstehen, dass es Spaß macht, aber mir persönlich ist es ein Ticken zu viel. Aber ich habe nichts dagegen oder sowas. Ich meine, dein Portfolio sieht an sich gut aus, du bist im Plus, du bist mit der Dividende gut dabei. Du hast auch dafür, dass du während Corona angefangen hast, finde ich es beeindruckend, dass dein Portfolio im Plus ist, auch wenn es nur 2% sind. Das schaffen nicht so viele. Und ja, ach so, das ist viel Ami, oder? Oh, ja, da sieht man auch, was du pro Monat investierst. Junge, Junge, Junge. Das ist anständig. Schön diversifiziert, was die Branchen betrifft. Und bei Land, ja, überwiegend USA, klar. Das dürfte bei den meisten so aussehen. Homebias, hier hat wenigstens mal einer Deutschland an dritter Position. Was ist das dann? BASF, Allianz, Deutsche Post. Nicht schlecht. Okay, also ja, ich finde es einen Ticken zu viele Positionen. Ich denke, also der Dividendenfokus bin ich natürlich Fan davon, aber bisschen komisch, dass. Ach so, du hast viele, die nur einmal im Jahr zahlen, ne? Deswegen schwankt es so. Ja, aber das geht ja gut nach oben. Also, den Kleinkram würde ich raussortieren. Und wenn ich mir vorstelle, dass du mit deiner Sparrate in ein, zwei ETFs investiert, die High Dividend Yields sind und ausschütten, das würde genauso viel, also das würde sehr viel Spaß machen, was die Dividenden betrifft und die sehr viel weniger Aufwand bescheren. Aber wie gesagt, ich kann den Spaß an Einzelaktien verstehen. Ich würde es nur nicht ganz so krass machen. Und den Kleinkram aussortieren. Okay, jetzt wiederhole ich mich. Deswegen machen wir hier Stopp. Ich möchte mich noch kurz bedanken, lieber Divitobi, dass du dein Portfolio zur Verfügung gestellt hast. Und wir haben noch 2 weitere vorbereitet, aber die gehen wir einfach das nächste Mal an, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben.
Deswegen, was gibt es jetzt noch zu sagen? Wir haben fast 2 Stunden gemacht diesmal mit Portfolio, Rösten und so weiter. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart und auch bis zum Schluss geblieben seid. Hammer. Vielen Dank für den Superchat, vielen Dank für den Support, die Likes. Drückt gerne nochmal auf den Like-Button, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und jeden, der uns in irgendeiner Form supportet, egal ob das Feedback ist oder ob das ist hier, lieber Freund oder Familie, guckt dir dieses Tool an, das ist mega geil. Oder für Abos oder tolle Reviews und so weiter. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir erstmal ins Wochenende und ich freue mich sehr, wenn mein Team und ich euch die Sachen, die ich heute gezeigt habe, präsentieren können und ihr sie nutzen könnt. Wir sind sehr gespannt, was ihr davon haltet. Wir haben noch viel vor. Wir werden, denke ich, im Dezember nochmal so ein kleines Jahresabschluss-Stream machen auf jeden Fall. Deswegen will ich noch nicht zu viel auf 2023 hypen oder Review machen. Das machen wir im Dezember. Aber wir sehen uns davor auf jeden Fall nochmal im hübschen Stream hier. Ich gucke gerade mal kurz, wegen wann der nächste Stream ist, weil ich kriege hier gerade eine Notiz, dass, falls da irgendwas ist, der nächste Stream ist nicht in 2 Wochen, sondern in 3, am 9. Am 9. machen wir den nächsten Stream, das heißt, ihr habt ein bisschen Pause, aber wir werden euch auf jeden Fall mit genug Content versorgen auf anderen Kanälen, dass euch nicht langweilig wird. Das heißt, wir sehen uns erst in 3 Wochen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit bis dahin und wir bleiben in Kontakt. Habt ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Nächste Woche. Macht's gut. Tschüssi.